Moin, Ladies and Gentlemen. Heute darf ich euch endlich mal wieder eine Backup vorstellen. Es geht einmal um die neue Canik oder Canik Silene Arms TP9 GBB. Das Ganze kommt aus dem Hause WE bzw. AW unter der Lizenz von Cybergun und wird für dieses Video als Leihgabe zur Verfügung gestellt von der Firma sniper-as.de. So, die neue Canik oder Canik hat eine Besonderheit im Vergleich zu anderen GBBs, denn das Abzugssystem im Inneren ist eher dem der GHK Glock 17 einmal nachempfunden. Bedeutet, wir haben hier keinen Hammer drin, der irgendwie aufgezogen und gespannt wird, sondern wir steuern das Ventil oder den Firing Pin direkt einmal über den Abzug an. Dementsprechend von der technischen Seite gegebenenfalls etwas Interessantes. Also lehnt euch zurück, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal mit dem Lieferumfang. Da dürft ihr nicht zu viel erwarten. Es ist letztendlich Standardlieferumfang, wie man es eigentlich gewohnt ist. Bedeutet ganz normale Pappschachtel. Dann habt ihr einmal eure TP9 drin liegen, zusammen mit einem GBB Standardmagazin, also Gasmagazin, kein CO2. Dann die Gewindeschutzkappe ist enthalten und letztendlich eine so eine kurze Gebrauchsanleitung. Das ist aber auch wieder nur so eine Art Beipackzettel, also ganz kurz mit Bildchen erklärt, aber relativ selbsterklärend alles. So, dann war ebenfalls bei mir enthalten, einmal von der Firma Sniper-AS, so ein kleines Qualitätssicherungskärtchen, nenne ich es jetzt einfach mal, bedeutet, vor Versand würde die Waffe einmal durchgekront, durchgeschossen, SF würde geprüft, dass alles vorhanden ist, dass alles funktioniert. Einfach hier nochmal so ein kleines Bestätigungskärtchen einfach, dass die Waffe funktioniert. So, das soll es mit dem Lieferumfang an sich gewesen sein. Es gibt schon jetzt bereits einen kleinen Punkt, der mich ein bisschen stört und worauf wir im Fazit auch einmal eingehen müssen. Es ist eine wunderschöne Backup und ihr seht hier oben am Verschluss bzw. am Schlitten ist dieses Modell natürlich für ein RMR einmal ausgelegt. Bedeutet, ihr habt hier hinten so eine Abdeckung einmal drauf, wo ihr quasi die entsprechende Montage für ein RMR zum Beispiel einmal draufbauen könnt. Ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. Und auch war es mir aktuell nicht möglich, im Netz irgendwas zu finden von Cybergun oder irgendwas, dass es hier diese Montageplatte für ein RMR zum Beispiel irgendwie separat irgendwo erhältlich gibt. Es steht zwar bei Sniper drin, separat erhältlich, aber es gibt es nicht. Also man findet nirgendwo eine. Dementsprechend muss man zum aktuellen Stand zumindest auf eine Originale zurückgreifen von Canik oder halt fürs Originalmodell. Und die bekommt man aktuell halt leider nur in den USA und kostet um die $30. Dann kommt halt noch der Versand dazu. Also hier ein kleines bisschen schade, finde ich, beim Lieferumfang, wenn das Ding schon eine Vorrichtung hinten hat oder eine Aussparung. Mensch, Cybergun, pack doch so eine blöde RMR-Platte mit rein für einen Zehner und fertig. So muss man jetzt wieder rumkaspern, wo man so eine Platte herbekommt. Also kleines bisschen schade, ja, Vorrichtung vorhanden, aber keine Montageplatte im Lieferumfang einmal enthalten. Sprechen wir anschließend wieder kurz die technischen Daten durch. Dieses Modell kommt einmal aus der Hause WE bzw. AW, ist letztendlich identisch, gleicher Hersteller, gleiche Fabrik und natürlich das Ganze mit Originallizenz, bedeutet Canik-Lizenz oder Canik-Lizenz einmal drauf und hier liegt die Lizenz einmal bei Cybergun in Frankreich. Der Importeur nach Deutschland und der Vertrieb läuft aktuell bei dem Modell über die Firma sniper-as.de, dementsprechend das Sniper F wunderschön und absolut nicht störend, hier unten einmal im Abzugsbügel aufgelasert. So, dann zu den Maßen. Das Modell hat eine Gesamtlänge vom Verschluss oder vom Schlitten oben inklusive Gewinde vorne von 200 mm, eine Gesamthöhe vom Magazinboden bis zur Kimme hoch von 150 mm. So, und jetzt aufpassen, Platz für die Finger vom Magazintrichter Unterkante bis zum Abzugsbügel von 50 mm. Warum hier ein bisschen aufpassen? Ich zeige es euch später noch mal kurz im Detail. Das passt für meine Hände, passt das perfekt. Ich bin aber mit dem kleinen Finger bereits hier unten an der Kante dran. Bedeutet, wenn ihr ein bisschen größere Hände habt oder dickere Finger habt, dann könntet ihr mit dem kleinen Finger über die Kante hinauskommen und dann könnte es vielleicht ein bisschen störend sein. Wie gesagt, schauen wir uns später einfach mal an.
So, dann haben wir hier vom Innenlauf einen WE-GBB-Lauf einmal drin aus Messing. Bedeutet WE-GBB nicht gleich kompatibel zu Standard-GBB-Buckings. Bedeutet, wenn ihr ein anderes Bucking braucht, ein Maple Leaf zum Beispiel, dann müsst ihr auch den Lauf mittauschen. Denn WE oder AW verwendet hier andere Lauffräsungen hinten, was ich ein kleines bisschen schade finde. Auf jeden Fall die Länge sind hier 102 mm mit einem Standard-Innendurchmesser von 6,08 mm. Wie gerade schon angesprochen, hier ist so eine kleine Gewindeschutzkappe einmal vorne drauf und darunter verbirgt sich ein Standard 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, ihr bekommt problemlos Tracer, Schalldämpfer einmal drauf auf das Teil. So, dann haben wir noch das Gewicht mit Magazin 770 Gramm und davon das Magazin 237 Gramm. Die Energie schwankt natürlich je nach Temperatur, je nach Gassorte, je nach BBs bei zwischen ca. 0,8 bis 1,1 Joule. Schauen wir uns natürlich ebenfalls einmal später an. So Leute, ich habe euch das Ding nachgekront. Hier müssen wir aber vorweg einen Punkt ansprechen. Ich habe in der Halle 2 Gassorten dabei gehabt, einmal ProTech und einmal Nimrod Red, wenn es ein bisschen mehr Bums sein darf. Hier muss man ganz klar sagen, dass die TP9 oder mein Modell mit dem ProTech leider nicht ganz so gut zurechtgekommen ist. Bedeutet, da hat dieses Nimrod, das Red, deutlich besser performt und auch die Effizienz war mit diesem Gas deutlich besser. Es gibt aber dennoch einen Punkt, den man beachten muss, und das ist der Abzug. Bedeutet, ich zeige es euch später im Detail, bedeutet, ihr müsst den Abzug bei dem Modell, wie soll ich sagen, sehr schnell drücken. Also ihr solltet nicht wie gewohnt Druckpunkt hinfahren und dann den Abzug einfach kommen lassen, denn das funktioniert aufgrund des Abzugssystems nicht ganz so gut. Denn ihr öffnet das Ventil dann zu schwach und dann spritzt und gast aus das Ganze und dann fällt die Energie oder fällt die Effizienz auf kleiner 20 Schuss. Dann ist das Magazin leer. Wie gesagt, sprechen wir später durch. Auf jeden Fall Chronotest habe ich euch mit dem ProTech gemacht, was ich aber nicht empfehlen würde, und ebenfalls einmal mit dem Nimrod Red Gas. Keine Funktion. Ja. Keine Funktion. Mit dem ProTech-Gas fährt der Verschluss nicht weit genug zurück, um die nächste Kugel zu laden. Also ProTech absolut ungeeignet bei kühleren Temperaturen.
So Leute, Chrono, Schusstest mal ab. Bevor wir jetzt dann später weitermachen mit den allgemeinen Informationen, lasst uns ein bisschen über dieses System sprechen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das Modell hat ein bisschen gezickt, ehrlich gesagt. Also die will nicht so, wie ich will. So, ein paar Punkte möchte ich ansprechen. Und zunächst mal Chronotest, habt ihr gesehen, ProTech und RedGas. Ich finde einfach mit diesem RedGas, da es einfach ein bisschen mehr Druck hat, funktioniert das System etwas besser. Das liegt aber nicht daran, dass wir mehr Druck haben oder dass einfach der Schlitten vielleicht ein bisschen schwerer ist, sondern es liegt daran, dass das Abzugssystem einfach anders funktioniert, wie man es gewohnt ist. Möchte ich euch kurz erklären. Im Regelfall habt ihr hinten ja, egal ob bei welchem Modell, High Cuppers, Glocks, whatever, habt ihr hinten einen rotierenden Hammer drin. Der Hammer löst sich letztendlich und schlägt auf den Firing Pin und wiederum aufs Ventil einmal drauf. So, bei dem Modell ist das Ganze aber wieder anders und ähnlich wie bei der GHK Glock. Bedeutet, ihr öffnet das Ventil direkt über den Finger bzw. direkt über den Abzug. Bedeutet, je weiter ihr den Abzug reindrückt, desto stärker oder desto weiter öffnet ihr euer Gasventil einmal im Magazin drin. Und das sorgt oder das kann für gewisse Probleme einmal sorgen. So, kurz erklärt, wie gesagt, normalerweise repetieren. Jetzt habt ihr normalerweise natürlich einen Druckpunkt. Dieser Druckpunkt fällt zunächst mal bei dem System weg. Bedeutet, ihr habt keinen Anschlag irgendwie, wo der Hammer ist, wo ist das hier, wo ist der Disconnector. Habt ihr nicht. Habt ihr gerade gesehen, ihr könnt einfach durchdrücken. So, wenn ihr jetzt aber ein Magazin drin habt und entsprechend Gas drin habt, dann ist euer Druckpunkt letztendlich die Auflage vom Firing Pin am Ventil. Bedeutet, ihr fahrt den Abzug hin und dieser Punkt ist dann letztendlich genau der Punkt, wo der Firing Pin am Ventil anliegt. So, und jetzt müsst ihr eins beachten, was ich festgestellt habe. Wenn ihr jetzt zu langsam den Abzug weiterkommen lasst, dann funktioniert das Ganze nicht, da das Ventil zu langsam öffnet. Und das kommt auch darauf an, wie viel Gasdruck man drin hat. Bedeutet, wenn ihr zu langsam dann hinterzieht, dann hört ihr so richtig erstmal so ein ganz leises Zischen und es wird dann einfach immer lauter und irgendwann löst dann der Schuss. Bedeutet, ihr solltet bei dem Modell wirklich Druckpunkt und dann mit Schmackes durchreißen, damit ihr einfach das Ventil schnell vollständig öffnet. Denn ansonsten öffnet ihr das Ventil einfach zu langsam und es kann die Menge Gas einfach zu langsam entweichen. Und das mag das System dann nicht. So, und der nächste Punkt ist auch, wie bei der GHK Glock damals schon einmal angesprochen, aufgrund dieses Abzugssystems habt ihr ein unterschiedlich hohes Abzugsgewicht. Bedeutet, verwendet ihr ein normales Green Gas, habt ihr weniger Abzugsgewicht, wie wenn ihr zum Beispiel ein Red Gas verwendet. Denn wie gesagt, ihr öffnet eigentlich das Ventil direkt über den Abzug. Und je stärker das Gas, desto stärker müsst ihr einfach am Abzug einmal ziehen. Kann man sich darüber streiten. Ich bin bis jetzt noch kein Fan von diesem System. Das habt ihr auch bei der GHK Glock ein bisschen mitbekommen, denn es ist doch ein bisschen, ja, es ist einfach anders. Es fühlt sich einfach nicht ganz so, wie soll ich sagen, es fühlt sich nicht richtig an. Es funktioniert, aber man muss ein paar Punkte einfach beachten. So, und der nächste Punkt war, dass das Modell, wenn ihr das Magazin voll befüllt habt mit Gas, teilweise, also total zufällig, bei den ersten 4 bis 5 Schuss unheimlich ausgasen kann. Das versuche ich euch dann auch einmal zu demonstrieren. Bedeutet, die ersten 3, 4 Schuss seht ihr richtig, wie hier seitlich einmal aus dem Patronenlager das ganze Gas einfach rausspritzt. Und wenn das der Fall ist, dann fällt die Effizienz unheimlich in den Keller. Bedeutet, wenn die ersten 3, 4 Schuss schon nicht sauber abdichten oder es zum Spritzen anfängt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass nach einem Magazin, also nach 20 Schuss, Feierabend ist. Dann ist das Gas komplett einmal leer im Magazin. Passiert das nicht oder ist das Magazin nicht überfüllt, dann könnt ihr problemlos einmal 40 Schuss raushauen. Jetzt fragt ihr bestimmt, wann ist es überfüllt, wann ist es normal? Keine Ahnung. Also ich habe die Gasflasche mal 2 Sekunden draufgelassen, ich habe die Gasflasche mal 3 Sekunden draufgelassen. Es ist total random. Mal passiert's nicht. So, genug gequatscht. Ich versuche es euch mal kurz zu demonstrieren. Magazin, ein paar Mumpeln drin, die sind jetzt auch nicht sonderlich schön gestackt, ist ja relativ wurscht. Aber auf jeden Fall das Magazin für 3 Sekunden einmal beladen. So, schauen wir uns das Ganze einmal an. Jetzt schaue ich mal, ob ich es rekonstruieren kann. Also, gucken wir mal. Ach, nächstes Problem wollte ich eigentlich beim Magazin ansprechen. Der Follower kann sich ab und zu mal verklemmen, dann feedet sie nicht mehr. So, worauf ich aber jetzt gerade, wartet mal, ich hau mal die Kugeln dann noch schön voll raus. So, jetzt da. Leer? Leer.
Jetzt gerade war das Problem nicht. Bedeutet, jetzt gerade lief das System eigentlich wunderbar. Jetzt mache ich das Magazin nochmal voll und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie rekonstruieren können. So, Magazin wieder einmal voll gefüllt, kleines bisschen warm gemacht, damit es nicht zu kalt wird. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal zu rekonstruieren. Also, wieder ein paar Mumpeln drin. Habt ihr was gesehen oder habt ihr was gemerkt? Puh, Stinkeplörre. So, wie gesagt, ich hoffe, man konnte es jetzt einigermaßen erkennen. Der erste Test oder die erste Reihe BBs, wo wir das erste Mal getestet haben, da lief das System wunderbar. Und dann habt ihr keine Probleme und könnt bis zu 40, 42, 45 Schuss einmal raushauen. Kommt natürlich darauf an, wie schnell ihr triggert, natürlich, welches Gas verwendet ihr, wie warm es ist. Aber ab und zu passiert es einfach, egal wie lang ihr einmal die Gasflasche drauf lasst, dass die ersten 4, 5 Schuss extrem einmal rausspritzen oder so viel Gas einmal rauskommt, dass die Effizienz einfach unheimlich in den Keller fällt. So, und wie gesagt, das Magazin war jetzt ran voll. Das waren jetzt vielleicht 10 Schuss oder so. Jetzt passt mal auf. Merkt ihr was? Jetzt wird das Magazin schon leer. Bedeutet, wenn die ersten 4, 5 Schuss so zum Spritzen anfangen, dann habt ihr genau 20 Schuss und dann ist das Magazin leer. Dann ist kein Gas mehr drin. Also, und wie gesagt, ich habe es versucht irgendwie zu rekonstruieren. Die Gasflasche mal bloß 2 Sekunden drauf, mal 3 Sekunden, mal wirklich überfüllt, 5 Sekunden draufgehalten. Es ist total random. Mal passiert's nicht. Kann ich mir nicht erklären. Auf jeden Fall hier im Hinterkopf behalten, sollte das System am Anfang spritzen, fällt leider die Gaseffizienz extrem in den Keller. Gut Leute, genug gequatscht. Machen wir zunächst mal weiter. Thema Hop-Up gab es heute gar keine Probleme. Bedeutet auch in der Halle 0,2, 0,25 und sogar 0,3 Gramm sind mit dem Original-Bucking problemlos einmal möglich. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit dem GBB-Bucking von VFC. Bedeutet, ihr habt auch hier quasi keine Standard- Patchfläche, kein Porno-Balken, sondern das ist eine relativ langgezogene Patchfläche. Dementsprechend, wie gesagt, wer 0,3 Gramm spielen möchte, ist in der TP9 überhaupt kein Problem, out of the box. So, kommen wir zu den allgemeinen Informationen. Ich drehe sie euch ein kleines bisschen. Die TP9 und die Koenig ist eine unheimlich schöne und moderne Pistole, wie ich finde. Gerade vom Design, von den Konturen her, wirkt unheimlich modern und auch von der Ergonomie einfach bloß klasse. Bedeutet richtig schön am Griffrücken, hinten schön schlank zusammengehend. Ihr könnt richtig toll die Hand reinlegen. Wie gesagt, Ergonomie ist wirklich richtig, richtig klasse. Da können wir heute gar nicht schimpfen. Fühlt sich einfach stimmig an, fühlt sich gut an, fühlt sich hochwertig an. Also Ergonomie, Haptik schon mal klasse. So, dann habe ich euch vorhin schon gesagt, ihr habt hier vorne eine Gewindeschutzkappe einmal drauf und darunter befindet sich ein Standard 14 mm Linksgewinde. Darüber müssen wir noch kurz sprechen. Zunächst mal diese Gewindeschutzkappe, die ist relativ fett, bedeutet, die ist relativ dick und ich musste sie nach jedem zweiten Magazin spätestens wieder einmal festziehen, da sie sich einmal gelöst hatte. Ihr habt hier aber einen Sechskant dran, bedeutet, wenn euch das Ding jedes Mal lose geht, dann nehmt einen Gabelschlüssel und dann knallt ihr das Ding einmal mit dem Gabelschlüssel ordentlich fest. Oder aber, wer sagt, das Ding ist mir zu fett, das passt irgendwo nicht ganz, ihr könnt natürlich auch deutlich leichtere verwenden. Zum Beispiel diese ganz normalen 14 mm Gewindeabdeckungen oder Schutzkappen einfach. Hier zum Beispiel einfach mal eine drauf und die sind einfach auch von der Masse oder vom Material deutlich leichter und die lösen sich eben nicht unabsichtlich. Oder wenn ihr das Ding mal verliert, wie gesagt, könnt ihr auch problemlos so eine drauf machen. Was es jetzt ebenfalls wieder ein kleines bisschen zu beachten gibt, das ist eigentlich letztendlich bei allen WE-GBBs oder bei vielen GBBs einmal der Fall, außer der Outer ist mit der Hop-Up-Kammer verbunden, dann nicht, dass wir auch hier im Outer, auch im gespannten oder geschlossenen Zustand leider relativ viel Spiel drin haben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der Outer hat hier ca. 1,5 mm hoch, runter, links, rechts, einfach hier vorne in der Bohrung oder im Ausgang relativ viel Spiel. So, und das ist jetzt ohne Schalli oder ohne Tracer, das ist erstmal kein Problem. Wenn ihr aber da einen Schalli drauf macht oder einen Tracer, dann zieht es euch den Outer ein bisschen nach unten und dadurch bekommt ihr zu viel Belastung hinten bei dieser Rampe rein, wo quasi die Hop-Up-Kammer einhakt. Da habt ihr seitlich an der Hop-Up-Kammer so einen kleinen dünnen Zapfen dran und eben am Outer oder am Patronenlager so eine Rampe, damit das Ganze eben beim Repetieren einmal aushaken kann. Und wenn ihr dann einen recht schweren Schalli drauf habt oder einen Tracer, dann macht ihr diesen Zapfen und diese Rampe relativ schnell kaputt. Da bekommt dann also Druckstellen rein. Denn wie gesagt, der Schalli zieht letztendlich den Outer einmal nach unten.
Wie gesagt, dementsprechend bei sowas am besten Schallis verwenden, die so leicht wie möglich einmal sind, um einfach die Belastung vom Auto einmal rauszunehmen. So, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr stimmig, tolles Design. Der Schlitten oder der Verschluss oben ist standardmäßig einmal komplett aus Aluminiumguss gefertigt und auch von der Schließfeder oder von der Recoil Spring stark genug. Bedeutet, das System läuft, wenn es läuft, wirklich richtig schön schnell, richtig zügig und ihr könnt eben entsprechend aufgrund des Gewichtes auch problemlos mal ein Red Gas verwenden. Bei 30 Grad vielleicht nicht unbedingt, aber so bei 20, 25 Grad, ja, funktioniert bis jetzt wirklich tadellos mit dem Red Gas. Und wie gesagt, sogar besser wie mit dem Green Gas. So, dann haben wir bei diesem Modell ebenfalls eine beidseitige Benutzung oder Verwendbarkeit. Bedeutet, ihr habt den Schlittenfang oder Verschlussfang einmal vom Schützen aus auf der rechten Seite und ebenfalls natürlich standardmäßig einmal auf der linken Seite. Und hier auch kein Spiel irgendwie drin, bedeutet, er funktioniert auf der Seite genauso gut einmal wie auf dieser Seite. Ebenfalls ist es euch auch möglich, diesen erweiterten Magazinauswurf, seht ihr, das ist einfach nur so ein kantiges Ding da einmal dran, den könnt ihr auch einmal problemlos ummontieren. Das zeige ich euch auch später mal, müsst ihr bloß innen drin Feder aushaken, das Ding umdrehen, wieder reinstopfen, Feder wieder rein und dann könnt ihr das Ding ebenfalls auf die gegenüberliegende Seite montieren. Von der Sicherung haben wir letztendlich nur eine Abzugssicherung drin. Bedeutet, ihr seht hier, erstmal ist der Abzug relativ breit im Vergleich zu anderen und natürlich komplett flach. Dementsprechend, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn er ist, wie gesagt, er ist ein bisschen kantiger und relativ fett oder relativ breit. Dementsprechend auch nicht abgerundet. Wie gesagt, gewöhnungsbedürftig, aber die Druckfläche innen drin für die Sicherung ist groß genug. Und wie gesagt, hier letztendlich nur die Sicherung, wie man es bei einer Glock einmal kennt, die Standard-Abzugssicherung. Eine weitere Sicherung findet ihr an diesem Modell nicht vor. So, jetzt wollte ich schon Hammer entspannen, aber das geht ja bei dem Modell gar nicht. So, noch ein kleiner Punkt. Ihr habt ebenfalls einen Firing-Pin-Indikator oder Loading-Indikator dran, wie bei der Scharfwaffe auch. Bedeutet hier hinten dran, zeige ich euch später noch mal in der Nahaufnahme, hier hinten dran kleiner Indikator, wenn das Ding einmal durchrevitiert ist, kommt hier hinten so ein kleiner Pin einmal raus, also ein kleiner Firing-Pin einmal raus in Rot und wenn ihr dann abdrückt, fährt das Ganze wieder nach innen rein. Bedeutet, ihr wisst genau, wann ist das Ding gespannt oder wann ist es nicht gespannt. So, dann Abdeckung oben habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Bisschen schade, ja, ihr könnt die Abdeckung hier oben runter machen, aber ihr habt natürlich hier im Lieferumfang keine RMR-Platte oder sowas enthalten. Auch auf der Cybergun-Webseite oder bei Sniper oder wo ich halt geguckt habe, habe ich nirgendwo irgendwie so eine Platte dafür gefunden. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Hätte ich oder wäre wünschenswert gewesen, hier eine RMR-Montageplatte dem Lieferumfang beizulegen. Dementsprechend zum aktuellen Zeitpunkt bin ich der Meinung, dass eben nur Originalplatten einmal möglich sind, die es aktuell leider nur in den USA einmal gibt. Dann lasst uns noch mal ganz kurz über das System selbst sprechen. Wie vorhin schon kurz angesprochen, gewöhnt euch an, bei dem Modell den Abzug einfach schnell zu reißen. Also nicht langsam kommen lassen, langsam nach hinten ziehen, bis der Schuss bricht, sondern wirklich Druckpunkt und dann gib ihm, hinterreißen. Auch das versuche ich euch mal ganz kurz zu demonstrieren und vielleicht kann man es übers Mikrofon sogar ein bisschen hören, dass eben das Ventil durch langsames Ziehen erstmal nur so ein bisschen geöffnet wird und einfach ja, rauszischt, aber es bricht kein Schuss sozusagen. Ihr müsst also wirklich das Ventil so schnell wie möglich über den Abzug einmal öffnen. So, Gas ist noch drin, Mumpeln sind auch einmal drin. So, erstmal schnell durchreißen. Merkt ihr, funktioniert tadellos und dann läuft das Ding wirklich tadellos. Das Ding rockt richtig. So, und jetzt passt auf, jetzt lasse ich den Abzug mal ein bisschen langsamer kommen. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr es gemerkt, wenn ihr den Abzug einfach zu langsam kommen lasst, dann öffnet ihr quasi das Ventil ganz, ganz leicht und dann zischt es und zischt es und zischt es, aber es passiert halt nichts. Bedeutet, ihr müsst wirklich schauen, bei dem Modell, zieht den Abzug schnell oder triggert einfach schnell. Wenn das Ventil dann komplett einmal schlagartig, einmal voll aufgedrückt wird, dann läuft das Ding wirklich tadellos. Also da können wir nicht maulen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Okay Leute, den Rest würde ich sagen, schauen wir uns dann einmal bei der Verarbeitungsqualität an, machen wir aber zunächst mal Thema Magazin.
Thema Magazin brauchen wir eigentlich nicht so arg drüber schwätzen. Es ist letztendlich ein Standard GBB-Magazin, einmal komplett aus Zink gefertigt und der Magazinboden einmal aus Kunststoff. Ebenfalls die Magazinlippen oben sind einmal aus verstärktem Polyamid-Kunststoff gefertigt. So, jetzt der erste Punkt beim Magazin. Der Übergang Rotor zu Nozzle ist nicht ganz perfekt. So konnte ich zum Beispiel nach den ersten 10 Magazinen feststellen, dass ich diesen roten Gummi vom Rotor, da hatte ich ein bisschen Abrieb unten an der Nozzle dran hängen. Also da waren lauter so kleine Gummipartikel einmal dran, um die Nozzle einmal unten rum. Bedeutet, hier arbeitet sich das Ganze am Anfang ein kleines bisschen ein. Dann funktioniert's. Das Magazin ist in Deutschland leider aktuell noch nicht verfügbar. Das finde ich auch ein kleines bisschen schade, warum man die Waffe aufnimmt, aber kein Ersatzmagazin. Bisschen schade, wie gesagt. Wird es aber bestimmt in den nächsten Monaten ebenfalls bei uns in Deutschland einmal geben. Ich habe jetzt mal bei Poe geschaut, da wird das Magazin mit 22 Schuss angegeben. Das ist aber nicht ganz korrekt. Es sind letztendlich 21 plus 1. Bedeutet, ihr bekommt exakt 21 Mumpeln rein und eine letztendlich in der Hop-Up-Kammer. Sozusagen eigentlich 21 Schuss. So, und dann von der Effizienz habe ich euch schon gesagt, je nachdem, ob sie sauber läuft oder was für ein Gas ihr verwendet, wie warm es ist, kann die Effizienz durchschnittlich sein oder sogar gut sein oder sogar unterirdisch sein. Bedeutet, wenn das System bei den ersten oder nach dem Befüllen die ersten 3-4 Schuss problemlos raushaut, dann könnt ihr zum Beispiel mit dem Protech-Gas bis zu 40 Schuss raushauen und mit dem Nimrod, mit dem Red-Gas bis zu 52 Schuss raushauen. Spritzt das Ding am Anfang, bekommt ihr noch 20 bis maximal 22 oder 23 Schuss einmal raus. Also hier, je nachdem, wie das System Lust und Laune einmal hat. Was ihr euch natürlich ebenfalls wieder denken könnt, das Magazin ist natürlich wieder schweineteuer, so für so ein bisschen Zink. Bei Poe aktuell 38 Euro, also knapp 40 Euro für ein bisschen Zink. Das ist halt einfach übertrieben teuer. So, vom Befüllen vielleicht noch sehr, sehr schön. Ihr seht vielleicht, der Kugelkanal vorne ist komplett breit, einmal hochgehend und dementsprechend könnt ihr die Kugeln entweder ganz normal mit dem Speedloader einmal reinknödeln oder eben mit der Hand einfach reinfüllen, schauen, dass halt schön gestackt sind. Und wie gesagt, dann funktioniert es hier vorne zum Befüllen wirklich tadellos. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie mit dem Speedloader, mit dem Aufsatz da oben reindrücken. Würde zwar auch funktionieren, aber es ist einfach von der Seite oder von vorne deutlich komfortabler, einmal das Ganze zu betanken. So, was ihr vielleicht ganz am Anfang schon mal ganz kurz gesehen habt, ich hatte ebenfalls ab und zu mal das Problem, dass der Follower bei der Hälfte ungefähr hängen geblieben ist. Bedeutet, da ist er ein bisschen dann verdrückt gewesen oder ist ein bisschen schräg nach vorne rausgekommen und dann kam keine Kugel mehr nach. Bedeutet, ich musste dann den Follower wieder einmal reindrücken, dass er quasi wieder nach oben wieder weiterrutschen konnte. Das war, wie gesagt, das war vielleicht von, keine Ahnung, 15 Magazinen war das vielleicht 3-mal der Fall. Dass, wie gesagt, der Follower ein bisschen hängen geblieben ist. Kann sein, dass es sich vielleicht noch ein bisschen einarbeitet. Ansonsten könnte man, ich weiß, das ist immer blöd, aber man könnte auch mit ein bisschen Silikonöl einmal nachhelfen. Aber nicht übertreiben, sondern wirklich nur hauchdünne Schicht. Ansonsten habt ihr den ganzen Rotz an der BB dran hängen. Also wie gesagt, Follower ab und zu mal hängen geblieben. Schauen wir uns die TP9 jetzt einmal in der Nahaufnahme an, machen wir einmal Verarbeitungsqualität und Passgenauigkeit. Da fangen wir zunächst beim oberen Bereich Verschluss-Schlitten an und vor allem auch der Outer. So, der Outer, ich habe es euch vorhin schon mal ganz kurz gezeigt, ich möchte es jetzt hier in der Nahaufnahme einfach noch mal ganz kurz wiederholen, hat leider typisch von WE oder von AW leider wieder ein bisschen arg viel Spiel. Bedeutet hier im vorderen Bereich hoch, runter, circa, ja, vielleicht 1,5 mm. Quasi hier vorne der Durchgang doch relativ groß, vorne am Schlitten oder am Verschluss. Und auch wenn das Patronenlager oben anschaut, kann das Ganze hier doch relativ stark einmal hin und her klappern oder hin und her wackeln. Das finde ich immer ein kleines bisschen schade. Das ist halt, ja, es wirkt einfach nicht hochwertig. Ich meine, es stört jetzt nicht beim Schießen oder so, aber wie gesagt, hat man bei anderen Backups schon einmal besser gesehen. So, ansonsten ist die Qualität in Ordnung. Hier vorne habe ich euch schon gesagt, wenn sich das bei euch die ganze Zeit löst oder solltet ihr diese Kappe mal, diese Fette mal verlieren, macht einfach eine dünne, eine schlanke drauf. Die ist leichter, die löst sich übers Gewinde nicht. Ist letztendlich auch nur dafür da, um das Gewinde eben vor Beschädigung einmal zu schützen. So, dann Kimmelkorn ist Standard, nur im vorderen Bereich. Am Korn selbst haben wir hier so einen Lichtsammler oder quasi so einen Fiebereinschub hier, das Ganze einmal im Orange, im hinteren Bereich leider nicht. Was ihr aber hinten machen könnt, ihr seht es vielleicht, die Kimme hat 2 kleine Gewindestifte drin, diese könnt ihr einmal in der Seite einstellen. Das ist auch nicht bei jeder Backup einmal möglich, hier funktioniert das Ganze.
So, der Schlitten selbst oder der Verschluss selbst ist dann einmal aus Aluminium gefertigt. Das Ganze wird einmal gesintert bzw. im Guss hergestellt, ist aber von der Qualität wirklich gut, da kann man gar nicht maulen. Auch der Sitz auf der Führung ist in Ordnung, bedeutet hier hinten, wenn wir mal herschauen, nur ganz minimal, ein ganz kleines bisschen Spiel. Klar, muss er auch haben, dafür läuft das Ding, aber wie gesagt, tadellos. Er reibt nicht, er kratzt nicht und ihr habt natürlich hier den Vorteil, bei diesem System, da wir eben keinen Hammer sozusagen hinten drin haben, habt ihr auch weniger Widerstand auf diesem Schlitten einmal drauf. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht diesen Punkt, den ihr vielleicht kennt, dass wenn ihr repetiert, dass dann irgendwo der Hammer dann einmal kommt und übers Housing einmal drüber rutschen muss. Das habt ihr hier bei dem Modell gar nicht. Bedeutet, bei dem System läuft einfach der gesamte Schlitten oben oder der gesamte Verschluss etwas leichtgängiger mit weniger Widerstand. Das ist eben auch ein gewisser Vorteil von diesem direkten System quasi aufs Ventil drauf. So, dann habt ihr da oben noch diesen kleinen Indikator hier einmal dran. Das ist aber relativ nichtssagend, aber hier hinten natürlich, wie vorhin schon angesprochen, hier hinten eben einmal der Firing Pin. Bedeutet, jetzt ist er drin, bedeutet, die Waffe ist nicht repetiert. Wir können abdrücken, es passiert nichts. Wenn wir jetzt einmal durchladen, seht ihr vielleicht hier hinten, kommt jetzt dieser kleine Firing Pin oder dieser kleine Pin einmal raus, ist rot markiert und man sieht einfach direkt, dass die Waffe einmal scharf und eben entsprechend durchgeladen ist. So, dann haben wir hier oben einmal die Aufnahme fürs RMR. Das möchte ich euch mal noch kurz im Detail zeigen. Da braucht ihr letztendlich einen 2 mm Inbus. Habt ihr 2 Linsenkopfschrauben einmal drin. Die nehmt ihr einmal raus oder schraubt sie einmal raus und dann könnt ihr diese Abdeckung zusammen mit der Kimme hinten einmal komplett abnehmen. Hier fällt zunächst mal auf, dass diese gesamte Abdeckung, lass mich mal die Schrauben rausholen, dass die gesamte Abdeckung innen drin einmal hohl ist. Bedeutet hier einmal vom Gewicht reduziert entsprechend. Ist aber auch kein gefrästes Bauteil, sondern das Ganze ist eben auch einmal gesintert bzw. im Guss hergestellt. So, und jetzt seht ihr eben hier, wäre jetzt einmal die Aufnahme fürs RMR. Wie gesagt, leider keine Montageplatte oder sowas im Lieferumfang enthalten. Finde ich ein kleines bisschen schade. Und auch wenn ihr bei Google so eine Montageplatte einmal googelt oder euch anschaut, die sind von der Höhe fast ein bisschen zu fett, finde ich. Bedeutet, die füllen, was man hier zum Kaufen bekommt, die füllen den gesamten Raum hier hinten einmal komplett aus. Und letztendlich montiert ihr dann das RMR direkt oben drauf, baut also relativ hoch. Da wäre es technisch bestimmt auch möglich, das RMR deutlich tiefer in den Schlitten reinzubekommen, indem ihr die Montageplatte eben nur so hoch macht, wie diese hintere Kante hier einmal. Und letztendlich nur hier quasi bei diesem Versatz das Ganze links und rechts miteinander verbindet. Dann kommt man circa nochmal 2,5 mm etwas tiefer in den Schlitten rein. Und wie gesagt, vielleicht bin ich ja lustig und schaue mir das Ganze mal an. So, also hier einmal die Abdeckung. Wie gesagt, schade, dass hier nichts im Lieferumfang enthalten ist. Dann können wir vielleicht gleich die Markings einmal ansprechen. Hier natürlich die vollen Koenig Markings, einmal wunderschön drauf angebracht an der Backup. Auch Silene Arms, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, hier oben einmal auf dem Auto bzw. auf dem Patronenlager und sogar, ich weiß nicht, sieht man das? Ach, man sieht es ein kleines bisschen, wenn man repetiert. Das sieht man hier sogar auf dem Auto ebenfalls einmal Silene quasi oder Sei einmal eingeprägt. Also hier alle Original-Markings letztendlich auf der Pistole angebracht und auch hier unten quasi am Pistolengriff oder am Griffstück ebenfalls auf beiden Seiten einmal Koenig sauber eingepresst oder was heißt eingepresst, eingeprägt entsprechend direkt ins Material. Finde ich schön, sieht einfach unheimlich stimmig aus. Wie gesagt, auch hier auf der Seite TP9, alles schön eingeprägt. Es wirkt einfach sehr, sehr hochwertig, muss man sagen, aufgrund der Markings. So, dann die Bedienbarkeit habe ich vorhin schon angesprochen, beidseitig nutzbar. Hier seht ihr einmal den Verschlussfang, Schlittenfang. Wie gesagt, der funktioniert auch ohne Widerstand auf der Seite. Einfach runterdrücken, zack, funktioniert tadellos. Und auf der gegenüberliegenden Seite selbstverständlich genauso. Also ohne viel Spiel irgendwie drin, ohne Widerstand, ohne dass das irgendwie zu schwabbelig ist oder so. Nein, das funktioniert tadellos. Und auch den Magazinhalter könnt ihr natürlich problemlos einmal ummontieren. Was mir bei der TP9 sehr gut gefällt, ist die allgemeine Haptik, wie diese Pistole oder wie diese Backup einmal in der Hand liegt. Bedeutet, könnt ihr hier vielleicht sehen, diesen lang gezogenen Radius, der sich nach vorne hin zum Abzug unheimlich reduziert und unheimlich schlank wird. Und sie greift sich einfach unheimlich hochwertig. Also sie fühlt sich, wie soll ich sagen, sie fühlt sich einfach stimmig an. Sie fühlt sich hochwertig, robust an. Sie liegt
toll in der Hand, von der Haptik, von der Ergonomie her. Es ist nichts, was irgendwie stört, auch auf der gegenüberliegenden Seite, auch wenn hier der Magazinauswurf ein kleines bisschen raussteht. Ihr kommt da nirgendwo dran oder sowas. Er stört nicht, kommt nicht irgendwie aus Versehen mit dem Finger dran oder mit dem Finger. Nein, er ist genau perfekt vom Sitz oder von der Position her. Also hier, wie gesagt, von der Haptik finde ich das Ding wirklich unheimlich schön. Der Abzug, da habe ich euch vorhin schon mal angesprochen, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist letztendlich relativ scharfkantig, also nicht irgendwie leicht abgerundet. Natürlich flach und ihr seht, die Druckfläche oder die Sicherung ist eine unheimlich große Fläche. Ihr müsst die aber nicht komplett einmal betätigen, sondern es langt, wenn ihr die seitlich ein kleines bisschen berührt. Seht ihr, ein kleines bisschen antatschen, dann geht das Ding aus der Sicherung einmal raus. Also die müsst ihr nicht komplett vorne einmal komplett betätigen, sondern nur minimal auf der Seite langt bereits einmal aus. Aber wie gesagt, aufgrund der vorderen Kante, quasi ja, fast schon eine scharfe 90-Grad-Kante, ist es ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit Handschuhen gar keine Probleme, ist wurscht, merkt ihr fast nicht. Ohne Handschuhe finde ich den Abzug ein bisschen zu scharf. Wie gesagt, hätten sie minimal ein bisschen abrunden können. Ansonsten aber klasse, nur eben der eine Punkt, wie vorhin schon angesprochen, schaut, dass ihr den Abzug an den Druckpunkt ranfahrt, also hierher und dann wirklich mit Schmackes nach hinten reißen. Nicht langsam kommen lassen, das mag dieses System nicht. Bedeutet, ich habe glaube ich noch ein bisschen Gas drin, wartet mal, machen wir mal vielleicht so, dann könnt ihr es besser sehen. Druckpunkt hinfahren und dann wirklich mit Schmackes, zack, durchziehen. Zack, durchziehen. Also nicht auf die Idee kommen lassen, langsam zu ziehen. Habt ihr das gehört? Dann zischt es immer. Bedeutet, ihr verschwendet unheimlich viel Gas aufgrund dieses Systems. So, dann bleibt uns noch das gesamte Griffstück. Da habt ihr vorne natürlich einmal Montageschiene, ganz normal 21 mm für Dummy-Lights zum Beispiel oder Laserlichtmodule, natürlich in Deutschland nicht erlaubt, ja, mit Funktion. Österreicher, Schweizer können sich da dran basteln, was sie wollen. Und hier unten habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, einmal hier das offizielle F einmal angebracht, das Ganze von der Firma Sniper. Das F hier auf der Seite, das kommt, glaube ich, direkt von Cybergun. Das gilt also so nicht. Das ist das gleiche Spiel wie bei ASG. Es muss also immer die Kaliberangabe und der Importeur entsprechend einmal mit drauf gelasert sein. Dementsprechend hier einmal das offizielle F von Sniper. Gut, wie gesagt, Griffstück von der Haptik, richtig toll. Ihr seht auch hier hinten der Griffrücken, könntet ihr rein theoretisch auch tauschen. Bedeutet, ist hier unten einmal fixiert, da unten habt ihr noch eine kleine Schraube übrigens drin. Dann könnt ihr den auch tauschen, aber auch hier waren im Lieferumfang keine anderen enthalten. Ob es jetzt hier irgendwie noch weitere gibt oder weitere geben wird, das weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall wäre dieses Bauteil eben austauschbar. Wie gesagt, aber ich habe keine anderen aktuell gefunden, besonders nicht für die Airsoft. Vielleicht passen die Real Steel dran, aber die kosten halt dann noch Schweinegeld. So, dann Griffstück, wie gesagt, das Ganze aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, unheimlich toll, gut verarbeitet, muss man sagen, auch hier innen drin am Abzugsbügel, keine scharfen Spritzgussnähte irgendwie spürbar, auch hier unten an der Rail, ist einfach von der Passgenauigkeit her tipptopp, wie gesagt, wirkt unheimlich gut und hier gerade am Griffstück eigentlich kein Unterschied zu einer VFC oder sowas. Also wie gesagt, hier verarbeitungstechnisch wirklich klasse, Kunststoff sehr gut und auch von der Haptik einfach super. Auch hier unten seht ihr dann die Seiten letztendlich nur ganz leicht ein bisschen aufgeraut, dafür hinten der Griffrücken, wie auch im vorderen Bereich deutlich gröber. Bedeutet genau hier wurde halt wirklich den meisten Halt einfach benötigt, deutlich gröber wie auf der Seite das Ganze. Auf der Seite habt ihr übrigens noch draufstehen, Fires Without Magazine. Hier, warte mal, hier hinten noch ein eingeprägt, das könnt ihr natürlich vergessen, ohne Magazin schießt das Ding nicht. Also das kommt wahrscheinlich von der Real Steel, dass der Firing Pin letztendlich auch abschlagen kann, wenn kein Magazin drin ist. Also für die Airsoft natürlich Quatsch. So, dann haben wir letztendlich unten nur noch einmal unseren Magazintrichter hier unten dran. Auch dieser ist schön im Winkel zusammenlaufend. Bedeutet, ihr tut euch deutlich leichter und ihr bekommt die Magazine unheimlich leicht einmal rein. Wie gesagt, Magazintrichter, das Ganze einmal aus Kunststoff gefertigt, nicht aus Aluminium. Und wie gesagt, das Nachladen, das Einführen, auch wenn ihr ein bisschen schräg ansetzt, es funktioniert tadellos. Also hier, wie gesagt, Magazintrichter schön mit einem Winkel, funktioniert einfach. So, jetzt vielleicht noch ein Punkt, den ich euch ganz am Anfang schon mal angesprochen habe, was ich als gegebenenfalls wichtig empfinde. Und zwar Platz für die Finger vom Abzugsbügel bis zum Magazintrichter unten bis zu der unteren Kante.
Jetzt habt ihr es vielleicht gerade schon gesehen, wenn ich das Ding einmal in die Hand reinnehme und ich habe relativ schlanke Hände und schlanke Finger. Und ihr seht aber, dass bei mir der kleine Finger bereits hier unten eigentlich am Abschluss einmal anliegt. Bedeutet, wenn ihr größere Hände habt, dann könnte es sein, dass ihr hier unten mit dem kleinen Finger schon bereits gegen die Kante drückt. Weil hier hat man bei anderen Backups oder bei anderen Pistolen etwas mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Weg oder ein bisschen mehr Fläche für große Hände einmal verfügbar. Wie gesagt, für mich passt es perfekt, lässt sich super greifen, aber wenn ihr größere Hände habt, könntet ihr gegebenenfalls hier unten einmal auf die Kante drauf greifen. Ob das dann noch so schön drin liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, das soll es schon gewesen sein. Hop-Up einstellen können wir uns auch noch kurz anschauen. Ganz normal wie bei einer Glock zum Beispiel Zerlegehebel vom Schützen aus. Auf der linken Seite wie auch auf der rechten Seite runterdrücken. Bisschen zurück den Verschluss oder den Schlitten. Einmal abziehen das Ganze. Dann habt ihr standardmäßig hier unten quasi einmal eure Hop-Up-Kammer und einmal euer Hop-Up-Einstellrädchen. Auch dieses ist leider wieder aus Plastik gefertigt und nicht ganz so schön gerändelt. Dementsprechend mit dem Fingernagel geht's. Aber es ist halt bei fast jeder Backup ein bisschen grausam, das Hop-Up wirklich sauber einzustellen. Also wie gesagt, sehr, sehr kleines Einstellrädchen und aus Kunststoff gefertigt. Das sind die Einstellrädchen für High-Covers zum Beispiel von Maple Leaf aus Alu, die gerändelt sind. Die lassen sich ein bisschen schöner einstellen. Aber wie gesagt, es funktioniert und wie vorhin auch schon angesprochen, ob ihr da jetzt 0,2 reinmacht oder ob ihr da jetzt 0,25 oder 0,3er reinmacht, das Hop-Up funktioniert out of the box schon wirklich sehr, sehr gut. Gut Leute, dann machen wir heute wieder einen kleinen Demontageteil. Geht letztendlich bei der TP9 fast identisch wie bei Glock-Modellen oder wie bei jeder anderen GBB. Also wenn ihr schon mal eine zerlegt habt, bekommt ihr das Ding auch auseinander für eine Wartung zum Beispiel. Fangen wir an, natürlich Magazin einmal raus, sonst geht gar nichts. Dann Zerlegehebel auf der linken wie auch auf der rechten Seite einmal nach unten ziehen. Schlitten, Schrägstrich Verschluss, bisschen zurück und mit Schmackes nach vorne einmal abziehen. So, und dann, wenn noch nicht automatisch gelöst, einmal hier vorne diese Gewindeschutzkappe einmal abschrauben. Dann können wir direkt einmal die Schließfeder, Schrägstrich Recoil Spring rausnehmen. Also das Teil zusammen mit der Federstange ist wie bei manchen Glock-Modellen oder weiß der Geier KP13 zum Beispiel auch, hier hinten mit der Hop-Up-Kammer einmal verbunden. Bedeutet, ihr müsst zunächst mal die Stange hier einmal aushaken, dann könnt ihr es ein bisschen nach oben ziehen und das Ganze eben einmal rausnehmen. Und wie gesagt, da habt ihr hier hinten so einen kleinen Nupsi einmal dran und der hakt hier unten an der Hop-Up-Kammer vorne einmal ein. So, und auch hier vorne habt ihr wieder so einen kleinen Kunststoffpuffer dran, damit das Ganze einfach nicht direkt auf dem Alu aufschlägt, sondern einmal auf dem Kunststoff. Könnt ihr, wenn ihr wollt, ebenfalls einmal rausziehen. Hier vorne drin. So, dann Hop-Up-Kammer einmal ein bisschen nach vorne. Am besten durch den Auswurf oder Patronenlager ein kleines bisschen nach innen reindrücken. Und dann könnt ihr den gesamten Outer einmal aushaken und das Ganze eben schräg nach oben einmal entnehmen. Und dann wie üblich einmal Hop-Up-Kammer aus dem Outer einmal rausziehen. Machen wir anschließend gleich mit der Nozzle und mit dem Housing weiter. Seht ihr hier hinten zunächst mal 2 Kreuzschrauben drin und eine dritte einmal hier vorne drin. Diese 3 Schrauben einmal lösen. Alle 3 Schrauben gelöst, können wir gesamtes Housing zusammen mit diesem Loading-Indikator oder mit diesem Firing-Pin und der Rückholfeder einmal aus dem Schlitten bzw. Verschluss einmal entnehmen. Bedeutet, wir halten hier hinten ein bisschen gegen die Endkappe oder gegen diese Platte und vorne gegen die Nozzle drücken wir das Ganze ein bisschen zusammen und hebeln es oder ja, wir drehen es ein bisschen so hin und her quasi und wobbeln da ein bisschen. Und dann können wir das ganze Zeug einfach einmal rausnehmen. So, jetzt passt auf. Jetzt fliegt normalerweise das da weg, dann fliegt die Nozzle weg, dann fliegt das da hinten weg und die Feder da fliegt auch noch weg. Wenn ihr das Ganze später wieder montieren möchtet, geht ihr wie folgt einmal vor, oder wenn die Dichtung verschlissen ist oder die Nozzle kaputt ist, einmal gesamtes Housing hernehmen, dann die Nozzle einmal richtig rum einmal draufschieben. Dann seht ihr vom Schützen aus links, habt ihr hier seitlich die Führung für die Rückholfeder von der Nozzle. Bedeutet, diese Feder legt ihr euch einmal hier rein und schaut, dass diese komplett einmal hinten an der Nozzle einmal anliegt. So, dann nehmt ihr diesen Firing Pin oder diesen Loading Indikator und dieser kommt hier hinten einmal so rum drauf. Da müsst ihr auch auf die kleine Feder hier aufpassen. Und letztendlich einmal noch die Kappe. Und das jeder Nut- und Federsystem bedeutet, diese Kappe hakt hier hinten perfekt einmal am Housing ein. So, und jetzt drückt ihr auch wieder das Ganze mit 2 Fingern zusammen. Bedeutet, ihr haltet die Kappe hinten einmal fest. Quasi einmal so, drückt vorne gegen die Nozzle. Und jetzt müsst ihr letztendlich nur aufpassen, dass eure Feder hier, die Rückholfeder, an der Stelle einmal bleibt. Und dann könnt ihr das Ganze einfach wieder in den Schlitten einmal oder in den Verschluss einmal
reinstecken oder reinschieben. So, wie gesagt, und dann drückt das ein bisschen runter, schaut, dass die Nozzle einigermaßen sauber einmal läuft und dann könnt ihr das Ganze eben einfach wieder festschrauben. Dann geht es weiter mit dem Griffstück. Da beginnen wir erstmal hinten beim Hammer Housing, beziehungsweise die gesamte Abzugsgruppe hier hinten drin. Es sieht ähnlich aus wie bei einer Glock, wird auch ähnlich befestigt. Bedeutet, ihr seht hier oben zunächst mal eine kleine Kreuzschraube. Diese entfernen wir. Und wenn ihr das Ganze dann einmal zur Seite dreht, dann seht ihr ebenfalls hier hinten so einen kleinen Pin drin. Diesen drückt ihr euch einmal raus oder klopft ihn einmal raus. Und somit ist die gesamte Abzugsgruppe hinten bereits lose. Bedeutet, wir können das Ganze vorsichtig einmal aus dem Griffstück rausnehmen oder einmal rausziehen. So, ist natürlich gerade für eine Wartung zum Reinigen relativ benutzerfreundlich. Auch hier, wie gesagt, eine Schraube raus, ein Pin raus oder so ein Stahlstift einmal raus. Und dann könnt ihr hier einfach alles demontieren und sauber machen entsprechend. Wird dann natürlich später auch wieder einfach nur hinten reingesetzt. Bedeutet Abzugstange einfach runterdrücken. Die ist gefedert, runterdrücken, dann Housing oder Abzugsgruppe wieder reinstecken, festschrauben, Pin rein, fertig, dann ist das Ding wieder einmal drin. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Abzugsgruppe gleich einmal komplett weiter. Auch hier ist im Vergleich zu anderen GBBs relativ wenig dran, was einmal Bauteile betrifft. Allerdings das Ganze relativ klein und ein kleines bisschen friemelig. Bedeutet gerade das Bauteil hier oben werde ich später nochmal im Detail ansprechen bei den Internals. Was seht ihr, so ein ganz kleines Zinkhebelchen hier einmal runter mit so einer kleinen Feder. Und wie gesagt, extrem klein, gerade mal 1,2 mm stark, dieser kleine Hebel aus Zink. Bisschen aufpassen, der kann euch einmal rausspringen und auch die kleine Feder kann euch dann verloren gehen. Also hier zur Sicherheit am besten immer im Finger ein bisschen draufhalten oder direkt gleich mal rausnehmen, damit eben nichts irgendwo im Raum rumspringt und die Feder gegebenenfalls einmal verloren geht. So, auch die spätere Montage werde ich euch wieder einmal zeigen. Ihr habt letztendlich hier 3 oder 4 kleine Federchen einmal drin. Hier hinten einmal der Pin oder das Bauteil hier ist einmal gefedert. Einmal der Firing Pin selbst ist einmal gefedert. Das Bauteil hier seitlich, wie gesagt, einmal gefedert. Und dann habt ihr letztendlich am Firing Pin selbst vorne dran ebenfalls nochmal eine kleine Feder. Aber die hier vorne drin, die fällt euch natürlich nicht weg, denn der Firing Pin ist dann letztendlich zusammengebaut. So, wenn ihr da mal ran wollt zum Reinigen oder wenn ihr neu schmieren wollt, ihr habt hier letztendlich nur 2 kleine Pins einmal drin. Bedeutet, wir drehen das Ganze einmal um und klopfen uns die einmal raus oder versuchen es mal rauszudrücken. Ne, das schaffen wir nicht. Also klopfen wir es raus. Hier einmal drauf. Und hier können wir auch gleich einmal klopfen. Zack. So, beide Pins. So, wir ziehen zunächst mal den hinteren Pin raus. Das ist quasi dieser hier. Den ziehen wir einmal raus und die sind übrigens auch beide gleich lang. Ihr seht, die eine Seite ist gerändelt, bedeutet die Seite vom Schützen aus auf der rechten Seite hat die Rändelung einmal dran. Und den Pin hier, den lassen wir jetzt erstmal noch kurz stecken, dann ich zeige euch den einzelnen, den Aufbau. Bedeutet, der obere Pin oder der hintere Pin hält jetzt letztendlich diesen kleinen Hebel hier, der auch für diesen Firing-Indikator einmal zuständig ist. Den ziehen wir uns einmal raus und da seht ihr hier einmal eine Feder drin liegen. Und genau so müsst ihr die einfach wieder reinlegen, ist auch die perfekte Aussparung in diesem Hebel einfach mit drin. Bedeutet einfach später die Feder hier einmal wieder reinlegen, lange Seite einmal nach vorne, hier einmal sauber reinlegen, ein bisschen zusammendrücken und das Ganze einfach hier hinten wieder einsetzen und dann über den Pin einfach wieder einmal sichern das Ganze. So, nehmen wir mal raus und dann habt ihr letztendlich jetzt hier noch einmal den Firing Pin im unteren Bereich drin und ebenfalls diese Umlenkwelle sozusagen oder diesen Umlenkhebel. Wie gesagt, wie dieses ganze System dann später arbeitet, sprechen wir dann gleich durch. So, der gesamte Firing Pin wird letztendlich über den zweiten Pin gehalten. Bedeutet, wir ziehen uns ebenfalls diesen hier einmal komplett raus. Auch hier das Ganze, wie gesagt, vom Schützen aus rechts einmal gerändelt, exakt identisch zum anderen Pin. Und dann kommt der gesamte Firing Pin einmal nach oben oder nach hinten raus. So, den zieht er auch einfach einmal raus. Und dann habt ihr letztendlich im unteren Bereich noch die Feder für den Firing Pin. Die nehmen wir uns ebenfalls mal einmal raus. Und ebenfalls diesen Umlenkhebel, den können wir uns ebenfalls einmal rausnehmen. So, und wie vorhin schon angesprochen, das Bauteil, das ist unheimlich filigran. Auch dieses werden wir uns jetzt einmal vorsichtig entfernen, damit es eben nicht verloren geht. Denn mir ist es eben passiert beim ersten Mal demontieren, darum die Pins rausgeklopft und auf einmal hat es Glock gemacht. Und das Ding ist rausgesprungen. Dementsprechend würde ich es zur Sicherheit ebenfalls einmal rausziehen und eben ein bisschen auf die Feder einmal aufpassen. So, einmal diesen kleinen Mini-Hebel hier mit der kleinen Feder. So, wo ist die Feder? Hier. Glück gehabt.
So, und damit ist ebenfalls die gesamte Abzugsgruppe einmal demontiert. Fehlt letztendlich nur noch die Hop-Up-Kammer, ist eigentlich selbsterklärend. 2 Schrauben wie üblich, wie man es eigentlich kennt, 2 Kreuzschrauben, diese beiden Schrauben einmal lösen und danach die Hop-Up-Kammer entsprechend einmal öffnen. So, dann können wir hier gleich einmal Tensioner rausziehen. Wo ist mein anderer? Naja, gut, ist ja wurscht, komm, raus damit. Zack, Tensioner raus, Bucking, einmal abziehen vorsichtig. So, und damit wäre ebenfalls die Hop-Up-Kammer einmal komplett demontiert. Also, kurzer Tech-Tipp, wenn ihr den Magazinhalter einmal ummontieren möchtet vom Schützen aus auf die rechte Seite, dann zieht ihr ganz normal einmal den Schlitten, Verschluss einmal ab. So, und wenn ihr da mal reinschaut, ich funzel hier mal rein, damit man ein bisschen was erkennen kann, dann seht ihr letztendlich hier unten einmal nur so eine gebogene Feder, diese hier. Die hebelt ihr einfach einmal nach oben raus. Dann dreht ihr quasi den Magazinhalter einmal um, also rausziehen, umdrehen, andere Seite reinstecken. Und dann müsst ihr die Feder einmal wieder exakt so installieren oder genau so einmal wieder reinschieben. Das ist ein kleines bisschen fummelig, gebe ich zu. Da eignet sich so eine kleine Spitzzange, eignet sich da sehr gut dafür, damit ihr die Feder einfach hier wieder sauber reingedrückt bekommt. Und dann habt ihr den Magazinhalter einfach einmal ummontiert oder umgedreht. Also Leute, dann geht's los mit den Internals und der Erklärung von dieser Abzugsgruppe, denn wie vielleicht am Anfang schon kurz erwähnt, es handelt sich hier um ein ähnliches System wie bei der GHK Glock 17. Bedeutet, wir drücken hier nicht wie üblich oder wir spannen hier keinen Hahn sozusagen oder keinen Hammer und lösen das Ganze über einen Zier, wie man es einfach von den Systemen kennt, sondern wie vorhin schon angesprochen, drücken wir hier direkt wieder über den Abzug, über die Abzugstange direkt auf das Ventil drauf. Und das mag ich einfach nicht, habt ihr vorhin schon mitbekommen bei den allgemeinen Informationen, da wenn man nicht mit Schmackes den Abzug zackig durchzieht, sondern etwas langsamer zieht, dann wird das Ventil einfach zu langsam geöffnet. Ist also ein bisschen so eine Geschmackssache oder Gewöhnungssache, ob man so ein System mag oder nicht mag. Schauen wir uns zunächst mal die Komponenten an. Wir haben hier zunächst mal wieder ein Standard-Housing hinten drin, welches komplett einmal aus Zink gefertigt ist und dementsprechend auch relativ schwer ist. Aber wie gesagt, das Ganze ist einteilig und alle Bauteile laufen einwandfrei drin. Hier kann man eigentlich letztendlich nur ansprechen, dass das Housing, also die ganze Knifte ist eigentlich durchtränkt mit Silikonöl. Klar, es spritzt immer mal wieder ein kleines bisschen, aber hier hinten in der Abzugsgruppe ist nichts drin. Also das ist komplett trocken, wenn ihr das mal seht. Hier könnt ihr mal gegebenenfalls ein kleines bisschen Fetteimer bei den Bauteilen auftragen. Wie gesagt, Housing ist hinten komplett trocken. Ansonsten von der Passgenauigkeit von den Bauteilen aber in Ordnung. So, wie bei der Demontage vielleicht schon gesehen, habt ihr dann letztendlich hier einmal euren Firing Pin drin laufen. Der läuft einmal so rum drin in diesem Housing unten. Und dann habt ihr letztendlich im unteren Bereich, da hinten, wo dieser Zapfen rauskommt, ist hier einmal die Feder, welche letztendlich den Firing Pin immer einmal nach hinten drückt. So, und der gesamte Firing Pin ist hier ebenfalls komplett einmal aus Zink gefertigt und nach vorne natürlich einmal gefedert. Bedeutet, wenn das Ding im vorderen Bereich ist und ihr legt das Magazin ein, dass hier einfach das Ventil nicht geöffnet wird. Das habt ihr vielleicht bei anderen Backups auch schon mal gesehen. Bedeutet, sollte das Ding jetzt im vorderen Bereich stehen und ihr legt das Magazin jetzt ein, dann würdet ihr quasi so einmal das Ventil öffnen. Entsprechend sind die Firing Pins im vorderen Bereich gefedert, damit das Ganze eben nach oben einmal wegklappen kann. Kann man vielleicht so ein kleines bisschen erkennen. Na, wartet mal, so vielleicht. So. Wie gesagt, sobald das Ding dann einmal nach hinten gezogen wird, fährt er wieder nach unten über die Feder und steht dann direkt hinten einmal am Auslassventil hier hinten einmal an. So, und wie gesagt, der Firing Pin läuft hier innen drin wunderbar, da kann man gar nicht schimpfen, auch wenn es nur halt Zink ist, aber Passgenauigkeit ist hier vollkommen in Ordnung. Also das würde ich auch, wenn es halt nur Zink ist, würde ich es nicht kritisieren. Wie gesagt, nicht zu viel Spiel irgendwie drin, vielleicht 0,15, ein bisschen Luft in der Führung. Wartet mal, wie kann man es denn sehen? Vielleicht so ein kleines bisschen. Wie gesagt, hier von der Passgenauigkeit für eine WE/AW würde ich da sagen, das ist in Ordnung. Läuft auf jeden Fall einwandfrei. Der Firing Pin hakt nicht, klemmt nicht, nur ein kleines bisschen schmieren. So, und dann, wie vorhin schon gesagt, dann habt ihr hier letztendlich dann einmal hier innen drin so einen kleinen Zapfen. So einen kleinen runden, den seht ihr jetzt hier einmal sehr schön, den runden Zapfen, und auf diesem Zapfen läuft einmal dieser Umlenkhebel sozusagen. Und dieser kleine Hebel ist Gott sei Dank einmal aus Stahl gefertigt. Gott sei Dank hätten sie das ganze Ding aus Zink gefertigt, wäre er nach den ersten, keine Ahnung, 2000 Schuss wahrscheinlich einmal gebrochen.
Denn letztendlich hakt diese Seite hier, diese spitze Seite, hakt hier seitlich einmal am Firing Pin einmal ein. Dann läuft das Ganze eben zentriert einmal über die Achse oder über die Welle. Und dann macht ihr letztendlich nichts anderes, wie seitlich mit der Abzugstange, die quasi ebenfalls aus Stahl einmal gefertigt ist. Das ist diese hier. Hierüber drückt ihr letztendlich, wenn ihr abzieht, einfach nur den Umlenkhebel. Bedeutet, ihr zieht den Abzug, der Hebel geht nach hinten, steht hier einmal an und pusht oder drückt letztendlich den Firing Pin einmal aus Ventil einmal drauf. Und entsprechend, wie gesagt, ähnlich wie bei der GHK-Glock und ein bisschen, ja, wie gesagt, schon gesagt, ich bin da kein Fan irgendwie davon. Es hört sich alles immer schön und neu an. Aber wie gesagt, zieht ihr langsam am Abzug, öffnet das Ventil entsprechend langsamer. Nehmt ihr ein starkes Gas, ist das Abzugsgewicht deutlich höher wie mit einem schwachen Gas. Also ja, diese neuen Systeme, es ist mal was anderes, aber ob sie wirklich besser sind wie die älteren Systeme mit einem Standard-Hammer, mit einem Sear, weiß ich nicht. Das müsst ihr entscheiden. Also ich bin bis jetzt noch kein großer Fan von solchen Systemen. So, dann habt ihr letztendlich nur noch hier hinten einmal auf dem Firing Pin dieses Bauteil oder diesen kleinen Hebel einmal drauflaufen. Habt ihr auch bei der Demontage schon gesehen, ist eine kleine Feder drin. Läuft hier hinten einmal über den Winkel oder über diese Schräge einmal drauf. Und dieser Hebel steuert letztendlich einmal diesen kleinen Loading-Indikator bzw. diesen kleinen Firing-Pin oben im Schlitten oder im Verschluss einmal drin. Wie gesagt, ist das Ding hinten, drückt es hoch, dann wiederum wird einmal der Pin oben rausgedrückt hinten und ihr seht einfach, dass das Ding repetiert oder durchgeladen ist. Ist das Ding im vorderen Bereich, senkt es sich einmal ab und der Pin kann eben oben im Schlitten oder im Housing einmal nach vorne fahren. Mehr macht dieser Hebel nicht. Wie gesagt, er steuert letztendlich nur einmal diesen Firing Pin oder diesen Loading Indikator. Aber auch hier muss man sagen, ist natürlich auch komplett aus Zink gefertigt, muss aber keine Belastung aushalten und sitzt auch von der Passgenauigkeit hier oben ebenfalls perfekt einmal drin. Wie gesagt, für eine WE, für eine AW sehr geringe Toleranzen, kein großes Klappern irgendwie drin, dass die Teile da rumschwabbeln oder sowas. Das ist von der Qualität oder von den Toleranzen vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Und wie ihr auch sehen könnt, gesamte Abzugsgruppe, kleiner Vorteil vielleicht im Vergleich zu handelsüblichen Systemen. Ihr habt selbst gesehen, relativ wenig Teile. Bedeutet 2 Pins mal raus, die Teilchen rausziehen, bisschen sauber machen, bisschen abputzen, neu einschmieren, neu fetten, alles wieder einsetzen und fertig. Ihr müsst also nicht wie bei einer, ja keine Ahnung, bei einer herkömmlichen Glock oder sowas zum Beispiel jetzt irgendwie anfangen und da irgendwie die Hammerspring da reinfummeln und rein zu popeln, dass ihr dann das Ganze mit dem Pin wieder sichern könnt. Das ist hier ein kleines bisschen benutzerfreundlicher beim Thema Wartung, würde ich sagen. So, ein kleines Bauteil finde ich etwas fragwürdig, das habt ihr bei der Demontage auch gerade schon gesehen. Und das ist dieser kleine mini Lever oder Hebel hier einmal im oberen Bereich drin. Habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen, das ist wirklich nur so ein, keine Ahnung, 1,2 mm. Wie gesagt, ich habe ihn schon ausgemessen mit dem Messschieber. 1,2 mm aus Zink, nicht aus Stahl und der sitzt hier oben einmal drin. Wird über eine Feder einmal nach unten gedrückt. So, und was macht dieser kleine Mini-Hebel? So, jetzt warte mal, jetzt muss ich das Ding erstmal wieder anständig reinbekommen, damit ich euch das zeigen kann. Fummel. Wie gesagt, auf den müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, jetzt wie gesagt, jetzt sitzt das Ganze hier oben drin. Der wird standardmäßig über die Feder einmal nach unten gedrückt. Und ihr seht, das Ding ist wirklich extrem klein, mini und dünn und halt nur aus Zink gefertigt. Für was ist dieser kleine Hebel zuständig? Das habe ich euch gerade schon gesagt. Ihr drückt letztendlich diesen Umlenkhebel einmal über die Abzugstange. Bedeutet, ihr drückt den Abzug und die Abzugstange fährt nach hinten. Wenn ihr euch jetzt mal diese Abzugstange im Detail ein bisschen anschaut, ist sie hinten letztendlich gerade. Hier läuft quasi einmal dieser Umlenkhebel, läuft hier einmal dagegen. Und dann habt ihr aber hier im vorderen Bereich nochmal so einen Winkel drin oder so einen Zacken drin. Bedeutet, wenn ihr jetzt, wie soll ich das erklären, würdet ihr extrem schnell triggern und den Abzug sehr schnell einmal wieder loslassen, dann wird natürlich zu wenig Gas aus dem Ventil rausgenommen. Bedeutet, das Ventil würde einfach zu schnell wieder einmal schließen. So, und dafür ist eben dieser kleine Mini-Hebel hier zuständig. Bedeutet, ihr öffnet das Ventil über den Abzug, das Ding wird nach hinten bewegt und dann hakt zunächst einmal die Abzugstange hier eben bei diesem kleinen Hebel
hakt das Ganze eben zunächst einmal ein, damit einfach das Ventil so lange geöffnet bleibt, bis eben das Housing hier über diese große Rundung drüber fährt und sozusagen die Abzugstange wieder runterdrückt und sozusagen dann einmal von diesem kleinen Haken hier einmal aushakt. Letztendlich muss dann dieser Haken einmal den Gegendruck vom Ventil einmal aushalten. Denn wie gesagt, natürlich, der Firing Pin will wieder raus über den Hebel auf die Abzugstange. Bedeutet, der Hebel, ja, wie gesagt, muss den Gasdruck einmal festhalten, nur über diesen kleinen Zacken hier letztendlich drin. Und ob das auf Dauer so eine gute Idee ist, das Ding so klein zu fertigen und aus Zink, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht bestätigen, aber rein von der Theorie würde ich fast behaupten, das hätte man ein kleines bisschen dicker oder robuster einmal fertigen können. Aber wie gesagt, das wird sich dann zeigen, wenn durch das Ding vielleicht mal 10.000 durch sind, wie sich dieser Hebel hier einmal verhält. Bei der Nozzle haben wir letztendlich leider nur eine Standard ABS-Nozzle, also relativ weich vom Material. Seht ihr hier hinten, lässt sich mega leicht zusammendrücken, ist aber noch in Ordnung. Bedeutet, ja, ein weicherer Kunststoff kann sich eher ein bisschen ausdehnen im Vergleich zu harten Kunststoffen. Manche Hersteller nehmen Polyamid, die machen sehr, sehr harte Nozzlen. Ist natürlich gerade hier vorne, gerade an dieser Ladelippe hier unten relativ wichtig, dass die Nozzle relativ hart ist. Wenn mal die BB recht schwer rausgeht aus den Magazinlippen, ist es eigentlich vom Vorteil, relativ hartes Material zu verwenden. Allerdings ein kleiner Nachteil, ist dann die Nozzle zu hart vom Material, dann kann sie eben im hinteren Bereich eher reißen oder eher platzen. Also hier eine stinknormale ABS-Nozzle, wie man es eigentlich kennt. Daher die Laderampe vorne relativ dick konstruiert ist oder relativ fett ist, denke ich auch nicht, dass es hier irgendwie schnell zu Problemen einmal kommt. Auch wenn man mal den Test macht und mal eine Kugel reinsteckt in die Magazinlippen und sich das mal anguckt, die Nozzle braucht relativ wenig Kraft oder wenig Masse von hinten oder Schwung, um die Kugel hier einmal sauber entnehmen zu können. Also nicht vergleichbar wie zum Beispiel bei GHK, dass da die Kugeln so straff im Magazin irgendwie drin sitzen. Nein, das geht butterweich. Also könnt ihr richtig rein, klack, klack und eine Kugel nach der anderen einmal rausziehen. Dementsprechend etwas weniger Belastung drauf und dementsprechend passt das Ganze auch hier vorne eben mit dieser Rampe, auch wenn es eben nur eine ABS-Nozzle ist. So, dann die Abdichtung zum Bucking ist in Ordnung, könnte aber ein kleines bisschen schöner sein. Bedeutet, die Nozzle läuft hier ins Bucking zwar sauber rein, aber relativ leicht. Wie gesagt, bei anderen Herstellern, da saugt sich die Nozzle dann richtig kräftig einmal hin, dichtet dementsprechend ein bisschen besser ab. Hier geht das Ganze etwas leichtgängiger vonstatten. Aber wie gesagt, das kommt auch immer darauf an, was am Bucking man verwendet. Das Bucking sprechen wir natürlich einmal später durch. Also Nozzle, wie gesagt, ABS, natürlich auch zu nichts anderem kompatibel. Bedeutet, es passt wirklich nur diese TP9 Nozzle. Wenn ihr mal Ersatz benötigt, müsst ihr mal gucken, GSG oder halt bei Sniper oder je nachdem, wo ihr eine Ersatznozzle einmal herbekommt. Aber das WE-Zeug ist normalerweise immer recht verbreitet und man bekommt eigentlich schon immer Ersatzteile her. Also Nozzle, wie gesagt, in Ordnung. So, Kompatibilität NPAS ist bedingt gegeben. Bedeutet, letztendlich der innere Aufbau ist eigentlich exakt identisch wie bei anderen. Allerdings sitzt die Feder ein kleines bisschen weiter auf dem inneren Ventil einmal drauf, wenn ihr das mal sehen könnt. So, jetzt passt mal auf, ich habe vom Jesper da noch NPAS-Systeme rumliegen, die ich noch reinbauen muss. Schauen wir uns das Ganze doch direkt gleich mal an. So, hier einmal ein Edelstahl-NPAS und wenn ihr das jetzt einfach mal vergleicht oder nebeneinander legt, da seht ihr einfach, dass die Feder beim NPAS weiter vorne drauf sitzt und dementsprechend mehr Druck benötigt wird, um das Ganze zusammenzuschieben. Auch seht ihr vielleicht, dass das NPAS dann oder dass die Feder gar nicht komplett auf das NPAS oder auf das Ventil einmal aufgeschoben werden kann. Bedeutet, dieser vordere Absatz hier von dem Edelstahl, der hier, der müsste nochmal um 1 mm oder 1,5 ein kleines bisschen länger sein, damit die Feder einfach hier komplett aufs Material einmal drauf gehen kann. Andernfalls funktioniert das nicht, denn das Ventil kann nicht vollständig einmal schließen. Es bleibt also um 1 mm geöffnet und dichtet entsprechend nicht ab. Also hier leider nur bedingt kompatibel, zumindest dieses NPAS hier. Ob es da noch andere gibt, die vielleicht hier vorne ein bisschen länger sind, weiß ich aktuell leider nicht. So, dann wie gesagt von der Montage exakt identisch letztendlich das Ganze rein. Genau, falls ihr euch fragt, hier hinten, das kann man auch noch kurz ansprechen, das ist auch wieder von WE wieder witzig gemacht. Ihr habt ja hier hinten quasi diese
ja, diese Halterung letztendlich fürs innere Ventil. Bedeutet, das Ganze läuft da quasi einmal so hier hinten einmal rein und wird dann innen drin gehalten. So, und da gibt es ja welche aus Alu, aber WE hat das Ganze einfach umgedreht. Und dementsprechend ist das Ganze nicht mehr kompatibel. Bedeutet, komm mal raus, einmal hier so ein Alu-Teil. Und wenn ihr jetzt einfach mal die Teile nebeneinander legt, da werdet ihr sehen, dass das Ganze einfach genau spiegelverkehrt ist. Bedeutet, hier habt ihr den Radius einmal rechts dran und beim Original habt ihr dann links dran. Also das Ganze einfach gespiegelt und dementsprechend dieses Bauteil leider nicht mehr kompatibel zu WE oder zumindest zu dieser Carnic TP9. Okay Leute, das soll es schon mit der Nozzle einmal gewesen sein. Können wir uns direkt gleich Nozzle Housing und vor allem auch Pistenhead einmal anschauen. Nozzle Housing auch natürlich sehr speziell, auch hier das Ganze aus Zink einmal gefertigt und relativ flach das Ganze. Habt ihr vorhin bei der Demontage schon gesehen, hält letztendlich einmal über 3 Schrauben und hält ebenfalls im inneren Bereich nochmal den Auszieher, der hier angedeutet ist. Bedeutet, hier außen den Auszieher. Der ist hier perfekt einmal eingepresst und wird letztendlich auch vom Housing hier seitlich dann letztendlich einmal gehalten, wenn man was erkennen kann. Okay, also wie gesagt, hier einmal das Housing, nichts Besonderes, halt speziell wieder natürlich. Auch gibt es hier kein Lightweight oder so selbstverständlich, ist aber meiner Meinung nach auch nicht unbedingt nötig, denn ihr seht im Vergleich zu anderen Housings, zum Beispiel High Kappa oder sowas, deutlich dünner, deutlich schlanker und wiegt entsprechend, wenn es hochkommt, vielleicht die Hälfte von dem High Kappa Housing. Also wie gesagt, ist vollkommen in Ordnung. Dann habt ihr hier hinten auf diesem Zapfen oder auf der Welle habt ihr noch so eine Kunststoffführung einmal drüber laufen, damit die Nozzle, wenn sie hinterfährt, hier einfach einmal sauber geführt wird. Quasi hier hinten nochmal so ein Kunststoffüberzug drüber. Und dann habt ihr vorne standardmäßig eine kleine Schraube drin und auf dieser Schraube ist einmal euer Pistenhead aufgesteckt. So, und das ist auch wieder so eine Schüssel. Nein, das kennt ihr, das ist so ein bekannter WE-Pistenhead einfach. Der ist in Ordnung, ist aber für die Nozzle fast ein bisschen zu klein, finde ich. Bedeutet, ja, natürlich, wenn sich der Gasdruck aufbaut, dann dehnt sich der Gummi aus und die äußere Lippe wird nach außen gegen die Wandung einmal hingedrückt. Das ist an sich immer gar nicht so verkehrt. Aber ich habe es euch auch schon öfters gesagt bei den Pistolen-Reviews. Am Anfang ist es immer schön und ihr seht auch, das Ding ist niegelnagelneu, das Ding ist total weich. Wenn ihr da jetzt mal, keine Ahnung, das Ding nach einem halben Jahr euch mal anschaut, wenn ihr halt das Ding öfters mal spielt, dann passiert es einfach, dass der Gummi nach einer Zeit einfach sehr, sehr hart und porös einfach wird, auch aufgrund der Kälte. Und dann dichten die Pistenheads nicht mehr ganz so gut ab und fangen auch teilweise an, ein kleines bisschen zu reißen. Bedeutet, dann reißt hier seitlich einfach diese Lippe ein kleines bisschen ein und dann habt ihr keine Abdichtung mehr dran. Entsprechend bin ich einfach ein Fan von ventilierten Pistenheads, die einfach einen Standard-O-Ring drauf haben. Wie gesagt, habe ich euch schon öfters angesprochen, das hat einfach den Vorteil, dass wenn der Gummi einfach porös wird oder eben entsprechend verschlissen ist, dann macht man einfach den blöden Gummi da runter, macht sich einen neuen O-Ring drauf und fertig. Und das sind einfach Standardgrößen, die hier verwendet werden. So, und ihr seht, ich habe jetzt hier einen liegen. Das ist ausnahmsweise mal einer von... Gut, da steht Begadi drauf, aber es müssten 5 KU, glaube ich, sein. Wartet mal. Ach, da steht da gar nicht drauf. Also meiner Meinung nach müssten 5 KU sein. Eigentlich wollte ich einen Laylex haben, aber das Ding ist relativ günstig, muss ich sagen. Es kostet, glaube ich, 5 Euro oder was das Teil gekostet hat. So, bei dem hier habt ihr 3 Ohrringe dabei. Und hier könnt ihr euch entscheiden, welchen Ohrring ihr einmal installiert. Ihr benötigt hier für diese Nozzle einen 14 mm Ohrring vom Außendurchmesser. Bedeutet, ihr legt alle 3 Ohrringe nebeneinander, nehmt einen Messschieber oder vielleicht habt ihr auch gutes Augenmaß, dann könnt ihr sie aufeinander stapeln und dann schaut ihr ganz vorsichtig, was der größte Ohrring einmal ist. Und ihr seht zum Beispiel dieser hier, wenn wir ganz vorsichtig mal gucken, der hat um die 13,1 mm ungefähr Außendurchmesser. Ihr benötigt den größten und der hat dann 13,8 mm Außendurchmesser. Und der ist zu dieser Nozzle mit 14 mm Innendurchmesser einmal kompatibel. Und ihr könnt natürlich diesen Pistenhead auch problemlos hier einmal ganz normal aufschrauben und entsprechend verwenden. Und wie gesagt, auch von der Länge her, das passt einfach perfekt, das Ding einmal da auf zu dieser Carnic oder zu dieser TP9. Kleiner Tipp einfach nur, wenn irgendwann das Ding mal verschlissen sein sollte und ihr sucht einfach Ersatz und bekommt nichts her. Wie gesagt, hier einfach einen kleinen Tipp. Die Nozzle selbst läuft dann einwandfrei einmal im Housing drin, bedeutet auch hier kein Klemmen, kein Haken, flutscht richtig schön. Und wie gesagt, wird sauber geführt, also hier von der Fertigung
oder von der Konstruktion absolut keine Probleme. Das funktioniert wirklich tadellos. Wie vielleicht aber vorhin schon mal angesprochen, Kombination Nozzle und Rotor. Gut, ja, wir haben letztendlich einen AW-WE-Rotor einmal unten drauf und das Ganze passt irgendwie nicht ganz perfekt. Habe ich euch vielleicht vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Gut, ich habe es jetzt schon gereinigt, aber standardmäßig nach den ersten 4, 5 Magazinen seht ihr, dass die Nozzle ein kleines bisschen Gummiabrieb aufweist. Bedeutet, dieser rote Gummi hier oben am Rotor, der nutzt sich bei den ersten Schuss, nutzt sich das Ganze ein kleines bisschen ab. Und dann habt ihr hier seitlich an der Nozzle und ebenfalls hier innen drin an der Kante, sammelt sich so ein kleines bisschen Gummiabrieb. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade schon alles sauber gemacht. Hier sieht man noch so einen ganz kleinen Fetzen. Ja, weiß ich nicht, ob man den erkennen kann. Aber da sammelt sich ein ganz kleines bisschen Gummiabrieb. Also hier von der Übergang Nozzle zum Rotor oder Rotor zur Nozzle ist bei der TP9 nicht ganz perfekt. Also da gibt es Systeme, die dichten hier deutlich besser einmal ab beim Übergang. Die restlichen Bauteile können wir uns dann letztendlich eigentlich einmal sparen. Wir haben hier hinten letztendlich noch einmal diesen Pin oder diesen Firing Pin oder Loading Indikator einmal drin. Also das Bauteil sitzt hier hinten einmal drauf. Auch hier natürlich alles komplett einmal aus Zink gefertigt. Was will man von WE schon oder von AW erwarten? Natürlich Zink, aber läuft gut. Bis jetzt noch kein Klemmen drin gehabt oder sowas. Ist in Ordnung. Und letztendlich, ja, ob man das braucht, den Pin da hinten oder nicht, ist einmal dahingestellt. Das ist jedem selbst einmal überlassen. Gut Leute, dann fehlt abschließend eigentlich nur noch Lauf- und Hop-Up-System. Fangen wir hier zunächst mal beim Outer an. Habe ich euch vorhin bei der Verarbeitungsqualität schon mal ganz kurz gesagt. Silene Outer einmal drin, Silene Arms, hier einmal oben mit Markings. Gut, sieht man letztendlich im eingebauten Zustand eh nicht, aber vorhanden, nice to have und natürlich auf dem Patronenlager ebenfalls. Wie vielleicht vorhin schon mal gesehen, Silene Logo und vom Schützenhaus auf der linken Seite ebenfalls Silene einmal drauf. Ist ein sehr schöner Auto, muss ich sagen. Verschleiß ist durchschnittlich. Bedeutet, hier vorne seht ihr wieder, kleines bisschen Abrieb bereits vorhanden. Ebenfalls hier oben bei der Kante, wenn quasi das Ganze beim Repetieren einmal aushakt. Ebenfalls hier Eloxalschicht bereits ein bisschen abgenutzt. Und wenn man ganz, ganz genau hinschaut und das Ganze ein bisschen ins Licht dreht, wartet mal. So könnt ihr es vielleicht ein bisschen erkennen. Auch hier hinten ist die Eloxalschicht bereits etwas poliert. Bedeutet, auch hier hinten könnte es nach einem Jahr oder so mal passieren, dass die Beschichtung sich hier einmal löst. Denn hier sieht man einfach, da schleift, ja, was heißt schleifen? Irgendwas läuft hier drauf und dementsprechend ist die Beschichtung hier hinten eben schon etwas glatter, wie zum Beispiel hier im mittleren Bereich. So müsst ihr das ein bisschen sehen können. Also wie gesagt, durchschnittlicher Verschleiß und auch ein bisschen Klappern im eingebauten Zustand oder im geschlossenen Zustand einmal vorhanden, wie letztendlich bei sehr, sehr vielen GBBs. So, Hop-Up-Kammerlauf. Zunächst mal Lauf, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, 102 mm Lauflänge, Standard 608, aber das Ganze wieder speziell WE bzw. AW. Bedeutet WE, AW, wie vorhin schon gesagt, ist letztendlich identisch, selbe Fabrik. Die verwenden immer hier hinten eine relativ spezielle Aufnahme, einmal fürs Bucking. Bedeutet, wenn ihr eine WE oder eine AW habt und wollt da einfach ein anderes Bucking reinmachen, von mir aus ein Maple Leaf oder whatever, dann ist das mit dem Originallauf nicht möglich, denn die Aufnahme hinten bei WE und AW ist kürzer. Bedeutet, die Standard-GBB-Aufnahme wäre hier hinten nochmal ca. 3 mm länger. Bedeutet, anstatt 102 mm wäre der Lauf dann 105 mm. Da, wie gesagt, das Bucking oder da die Aufnahme fürs Bucking hinten etwas länger ist bei Standardläufen. Finde ich ein kleines bisschen schade, warum WE hier immer ihren eigenen Mist macht. Warum kein Standard-GBB-Lauf, Standard-GBB-Bucking. Dann wäre das Zeug zumindest kompatibel. Man kann aber out of the box eigentlich überhaupt nicht schimpfen, denn das Bucking, was hier von AW/WE drin verbaut ist, ist vollkommen in Ordnung. Ist ein 60 Short Bucking, GBB Bucking, Abdichtung zur Nozzle, geht noch in Ordnung und das Ganze aber mit einer relativ großen Patchfläche innen drin. Wartet mal, so müsst ihr das jetzt sehen können, oder? Also hier letztendlich einfach nur so ein Block, so eine Art Flat Top einmal drin, allerdings von der Breite exakt passend einmal zu der Fräsung hinten rüberwärts im oberen Bereich. Also das passt wunderbar und wenn ihr Bock habt, könnt ihr in dem Ding out of the box auch 0,3 Gramm BBs einmal hoppen, wenn ihr Lust habt. Also wie gesagt, hier können wir nicht schimpfen, ist ein brauchbares Bucking, definitiv. Würde ich vergleichen mit den aktuellen VFC-Buckings. Auch die sind out of the box auf jeden Fall brauchbar und relativ viel Kugelgewicht einmal möglich.
Aber es kommt halt immer darauf an, was für BB spielt man in der Backup. Ja, ich weiß, manche nutzen da 0,32 Gramm, okay. Wenn ihr Bock habt, ich hau da 0,25 rein, dann hat sich die Sache für mich erledigt. Aber wie gesagt, auch mehr Kugelgewicht Standard out of the box einmal möglich. So, abschließend noch die Hop-Up-Kammer. Da habe ich vorhin schon mal rumgetestet, ob die gegebenenfalls irgendwie Glock-kompatibel ist oder sowas. Da muss ich euch aber leider enttäuschen. Mir ist keine andere Hop-Up-Kammer bekannt, was jetzt hier kompatibel wäre. Also hier eine relativ spezielle, aber natürlich von der Konstruktion identisch wie andere. Nur hier vorne von der Aufnahme ein kleines bisschen anders, hier hinten ein kleines bisschen anders. Ansonsten vom Prinzip her letztendlich identisch. Bedeutet auch hier sitzt einmal das Bucking und der Lauf sauber hier einmal drin. Dann habt ihr hier unten wieder einmal euer Kunststoff-Einstellrädchen. Das habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Das könnte für meinen Geschmack etwas größer sein und auch die Rändelung könnte schöner sein, denn da plagt man sich selbst mit dem Fingernagel, plagt man sich ein kleines bisschen den Hop einmal sauber zu treffen. Also das sind diese gerändelten Aluminiumrädchen von Maple Leaf, sind da deutlich angenehmer einmal zum Einstellen. Ja, wie gesagt, hier von der Rändelung nicht ganz perfekt und halt Standard Kunststoff. So, Tensioner bzw. Lever Tensioner auch wieder Standard, einmal aus Stahlblech gefertigt, wie ihr hier einmal sehen könnt. Und das nicht wie bei Maple Leaf mit diesem i-Key, sondern ihr habt den Druckaufbau einmal links und rechts. Bedeutet, ihr drückt hier oben, letztendlich hier einmal sieht man vielleicht sogar ein kleines bisschen so die Druckstellen. Ihr drückt hier einmal runter und ihr drückt hier einmal runter. Und das ist genau exakt mittig oder genau neben der aktuellen Patchfläche. Bedeutet, auch wenn wir hier in der Mitte keinen Druck ausüben, direkt über der Patchfläche, langt der Druck links und rechts noch vollkommen einmal aus. Und wie ihr sehen könnt, auch auch das Blech geht hier relativ tief runter. Also nicht nur so 0,5, sondern es müsste ungefähr 1 mm, 1,2 mm sein, was ihr hier einmal bewegen könnt vom Hub her. Lasst mich das mal kurz reinbauen, vielleicht können wir uns das sogar anschauen oder vielleicht sieht man es sogar. Also hier einmal in der Nullstellung, sondern drehen wir das Ding jetzt einfach mal auf Maximum hoch. Schauen wir mal, dass es irgendwie geht, ohne rauszufliegen. So, hier wären wir auf Maximum und das ist ungefähr 1 Millimeter. Ungefähr 1 Millimeter bewegen wir einmal das Blech hier einmal runter. Aber wie gesagt, es langt problemlos aus. Ein bisschen kompliziert und ein bisschen fummelig zum Einstellen, das Ganze über das Rädchen da unten. Aber daher das Ganze funktioniert, würde ich es definitiv heute nicht kritisieren. Also Lauf-Hop-Up-Kombination in Ordnung, nur wie angesprochen beachten, wollt ihr ein anderes Bucking, wollt ihr ein Maple Leaf Bucking, dann müsst ihr auch einen Standard GBB-Lauf einmal einsetzen. So Leute, Montage-Abzugsgruppe möchte ich euch auch ganz kurz nochmal zeigen, falls hier jemand Probleme haben sollte, irgendwann mal in der Zukunft, das habe ich euch vorhin schon gesagt, an gesamte Abzugsgruppe hinten oder das Housing ist letztendlich nicht geschmiert. Bedeutet, ihr könnt jetzt ein bisschen sehen bei mir, ich habe jetzt letztendlich hier ein bisschen Öl reingetan, habe das Ganze einfach hier mit dem Pinsel ein kleines bisschen verteilt. Überall ein kleines bisschen Öl rein, in die Führung vom Firing Pin und natürlich auch auf diesen kleinen Zapfen, wo einmal die Umlenkung drauf läuft, einmal hier innen drin. So, dann nehmen wir zunächst mal die Feder vom Firing Pin her, das ist diese hier. Die legen wir uns hier unten einmal in die Nut rein. Und zwar so, dass sie genau wunderschön, jetzt klebt sie am Schraubendreher fest, sehr schön. Und zwar so, dass sie genau hier unten drin einmal drin liegt. Wartet mal. So, jetzt da. Also einmal hier unten einmal reinlegen, am besten keinen magnetischen Schraubendreher nehmen, sonst klebt die Feder fest. Also hier unten genau in die Nut schön reinlegen, dass sie komplett einmal vorne ist. Dann den Firing Pin hinterher. Einmal so rum und letztendlich muss jetzt hier hinten, dieser kleine Zapfen muss hinter die Feder letztendlich. Geht eigentlich automatisch, bedeutet Firing Pin von hinten einfach einmal absenken, dann mit dem Schraubendreher ein bisschen nach vorne und gleichzeitig ein kleines bisschen vorsichtig runterdrücken. Dann habt ihr schon gesehen, dann ist er jetzt einmal abgesenkt. Und jetzt könnt ihr schon testen, dann ist der Firing Pin hier vorne drin einfach einmal sauber gefedert. So, dann können wir ebenfalls direkt gleich mal die Umlenkung reinmachen. Also dieses Teil hier, die gehört so rum rein, bedeutet die abgerundete Seite mit dem Haken sozusagen in den Firing Pin rein, die flache Seite einmal nach außen und müsst ihr ein kleines bisschen schräg einsetzen. Bedeutet so hergehen, ich hoffe ihr könnt es ein bisschen erkennen, so hergehen, übertrieben, so schräg einfach rein, so einfach so reinlegen, damit ihr einfach ordentlich reinkommt. Dann einmal auf den Zapfen drauf und dann könnt ihr das Ganze einmal umdrehen und in den Firing Pin einhaken. So, gleichzeitig machen wir jetzt das Ganze mal, schieben wir mal den Firing Pin ein bisschen vor,
halten uns das Ganze über die Umlenkung einmal fest und sichern das Ganze jetzt bereits, mit dem Haken. Moment, mit dem Haken sage ich schon, wir sichern das Ganze mit dem Pin. So, jetzt da. Also hier über diese Umlenkung ein bisschen festhalten und dann einfach mal den Pin rein, damit das Ganze jetzt einmal gelockt oder beziehungsweise gesichert wird. So, jetzt da. Und dann kann eben der Firing Pin nicht mehr rausfallen und ihr seht, wenn der dann quasi hier einmal drückt, dann funktioniert das Ganze wieder. Also den können wir uns, brauchen wir noch nicht sichern, machen wir dann gleich beide. Jetzt fehlt letztendlich nur noch dieser kleine Hebel hier, bedeutet einmal die Feder, schauen, dass es sauber drin liegt. Einmal so die Feder rein und dann das Ganze einfach einmal drehen und hier oben einmal einsetzen. So, dann wieder ein bisschen ausrichten und ebenfalls über den Pin einmal sichern. So, dann können wir uns die Pins einmal festklopfen. Und dann fehlt letztendlich nur noch dieser kleine Mini-Hebel mit der Mini-Feder. Das ist ein bisschen fummelig. Wie gesagt, da müsst ihr wirklich unheimlich aufpassen. Der kleine Kackhebel hier mit dieser kleinen Babyfeder. Schauen, dass man sauber reinbekommt. Hier oben einmal reinlegen. Auch hier könnte man vielleicht gleich mal ein kleines bisschen Fett reinschmieren oder ein kleines bisschen Öl. Schauen wir mal, habe ich noch ein bisschen was am Pinsel dranhängen? Ah ja, das langt schon. Kleines bisschen rein. Und dann setzen wir den kleinen Hebel hier oben einmal rein. So, das passt soweit und jetzt muss eben hier zwischen rein, hier einmal die Feder rein. Und wie gesagt, das ist ein bisschen tricky und ihr müsst unheimlich aufpassen, dass ihr diese nicht einmal verliert. Also probieren wir es mal. So, jetzt da. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt ist hier oben diese kleine Mini-Feder drin und das Ding ist einfach einmal hier gefedert sozusagen. Wie gesagt, hätten sie gern ein kleines bisschen größer dimensionieren können, das Ganze. Okay, so, und dann ist die Abzugsgruppe einmal fertig montiert. Könnt ihr wieder testen. Einmal hier den Umlenker einmal nach hinten ziehen. Firing Pin kommt raus und gut ist. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Kleines Review einmal zur Koenig TP9 GBB von WE bzw. AW. Sprechen wir abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit durch. So, was finde ich jetzt an der TP9 gut? Den ersten Pluspunkt würde ich geben, wir haben hier keine Backup von der Stange. Wir haben hier mal wieder ein bisschen was Ausgefallenes, was Exotisches. Keine High-Kappa, keine 1911er, keine Glock, keine M9, was es alles gibt. Also hier mal wieder ein bisschen Abwechslung drin. Dementsprechend, wie gesagt, sehr, sehr schön mal wieder was Ausgefallenes hier zu haben, gebe ich einen Pluspunkt, modern, exotisch. Fasst mal einfach zusammen. Der nächste Pluspunkt ist das Thema Haptik. Die Koenig fühlt sich in der Hand oder die TP9 fühlt sich in der Hand, wie soll ich sagen, sie fühlt sich einfach schön an. Sie passt einfach, sie ist stimmig. Wie gesagt, allein schon von den Radien zum Abzug hin, dann vom Abzug selbst her, es passt einfach alles. Das Verhalten vom Rückstoß, wie das System dann arbeitet, wie gesagt, es fühlt sich einfach richtig an. Dementsprechend Haptik gebe ich den zweiten Pluspunkt. Auf Nummer 3 haben wir dann das gesamte Hop-Up-System. Hier muss man zunächst mal ansprechen, vielleicht kleiner Wermutstropfen, dass der Lauf, der hier drin ist, natürlich ein WE-GBB-Lauf ist und dieser nicht zu Standard-GBB-Läufen einmal kompatibel ist. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Aber out of the box funktioniert das Hop-Up-System und das Bucking wirklich sehr gut. Egal ob ihr jetzt 0,2 Gramm, 0,25 Gramm oder 0,3 Gramm einmal reinpackt, es funktioniert einfach. Out of the box und ihr müsst jetzt nicht hergehen, müsst jetzt irgendwie direkt gleich einen Lauf tauschen und das Bucking tauschen und pipapo. Nein, packt das Ding aus, packt eure Mumpeln rein, wie gesagt bis 0,3 Gramm, macht euer Gas rein und fertig, es funktioniert. Das Einstellrädchen ist wieder ein bisschen klein geraten, aber mit dem Fingernagel bekommt man es schon einmal in den Griff. So, dann haben wir den nächsten Pluspunkt, natürlich komplettes Lizenzmodell, bedeutet hier auch wunderschön die ganzen Markings in den Verschluss einmal eingeprägt, nicht irgendwie aufgelasert, nein, wunderschön eingeprägt, auch Silent Outer dann mit den Silent Logos, ebenfalls innen drin, Griffstück schön Koenig drauf. Sehr, sehr schönes, stimmiges Lizenzmodell, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt auf der Liste, dieses Modell ist selbstverständlich beidseitig nutzbar, bedeutet Verschluss oder Schlittenfang auf beiden Seiten problemlos zu erreichen, schön zu erreichen, gut positioniert und auch das Ganze ohne Spiel oder ohne Versatz, bedeutet der geht letztendlich vom Schützen aus auf der rechten Seite, geht er genauso schön wie vom Schützen aus auf der linken Seite. War das jetzt richtig? Ja, das war richtig. Also hier nicht irgendwie jetzt zum Beispiel bei der, wo war das, bei der M und P9, da geht er vom Schützen aus auf der rechten Seite.
Da geht er ein bisschen straffer oder strammer wie vom Schützen aus auf der linken Seite. Das ist hier nicht der Fall. Und natürlich auch der Magazinhalter oder Magazinauswurf problemlos in wenigen Minuten einmal ummontierbar oder einfach umdrehbar. Dementsprechend, wie gesagt, beidseitig nutzbar und entsprechend für Linkschützen ebenfalls geeignet, gebe ich einen Pluspunkt. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Kleiner Neutralpunkt gebe ich auf das Thema RMR bzw. Montagevorrichtung für kleine Red Dots. Da haben wir zwar hier hinten einmal diese Platte oder diesen Adapter einmal drin, aber wir haben natürlich im Lieferumfang keine Montageplatte einmal für RMRs zum Beispiel enthalten. Das finde ich ein kleines bisschen schade, denn wenn man schon da hinten diesen Cut reinmacht, wie beim scharfen Modell, und das Modell eigentlich dafür vorgesehen ist, dann nehme ich doch einfach nochmal 10 oder 15 Dollar in die Hand und lege da einfach eine Aluminiumplatte mit rein in den Karton, damit jeder hier oben einfach sein RMR mal schnell montieren kann. Finde ich, wie gesagt, ein kleines bisschen schade, und auch wenn ihr jetzt aktuell mal googelt, findet ihr aktuell nur in den USA eben die Original-Montageplatten von Koenig oder für die Original Koenig. Von Cybergun oder von BE ist hier aktuell noch nichts verfügbar. Finde ich ein kleines bisschen schade. Und der nächste Punkt ist, wie auch vorhin schon angesprochen, diese Montageplatten, die ihr dann in den USA bekommt, die sind dann letztendlich auch so mega klobig da oben, bauen also genauso hoch wie der gesamte Verschluss, und ihr ballert ihr setzt euer RMR letztendlich direkt von der Höhe da direkt oben auf den Verschluss auf. Baut also relativ hoch. Könnte man auch schöner lösen, indem man das RMR über eine relativ schlanke Montageplatte einmal befestigt und dadurch das RMR ca. 2,5 mm in den Verschluss oder in den Schlitten einmal versenkt werden kann. So eine Platte habe ich aber aktuell noch nicht gefunden. Also kleiner Neutralpunkt, RMR Montagevorrichtung und vielleicht auch Lieferumfang. So, der nächste Neutralpunkt, da müssen wir uns jetzt ein bisschen drüber unterhalten. Neutralpunkt ist das gesamte System. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel hergeht und verwendet von mir aus bei 25 Grad Nimrod Red Gas und achtet darauf, dass ihr den Abzug schnell und knackig zieht, dann läuft das System wirklich saugut, muss man sagen. Wie gesagt, es ist spritzig, es ist schnell, es dichtet alles super ab und das Ding läuft. So, das ist aber leider nicht immer der Fall. Bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Protech Gas verwendet oder eben irgendein normales Green Gas und vielleicht ist das Magazin schon ein bisschen kühler, dann kann das System oder läuft das System nicht mehr ganz so gut. Bedeutet, dann kann es ganz schnell passieren, dass ihr bei den ersten 3 bis 4 Schuss unheimlich viel Gas verliert, da das Ganze einfach rausspritzt und nicht sauber abdichtet. Häufig passiert, und dann fällt auch die Effizienz von ca. 50 Schuss, fällt dann runter auf 19 bis vielleicht 22 Schuss. Und dann kommen halt die letzten Kugeln aus dem Magazin, kommen halt dann nur noch so plopp, plopp, plopp. Und dann ist das Ding leer. Also hier unheimlich, wie soll ich sagen, nicht sonderlich gasfreundlich, was unterschiedliche Gassorten angeht. Wie gesagt, Protech würde ich nicht unbedingt verwenden, funktioniert bei mir nicht so gut in dem Modell. Das Nimrod Red, auch wenn es ein relativ starkes Gas ist, funktioniert in dem Ding wirklich brachial und sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also mit dem Nimrod deutlich weniger Probleme einmal gehabt oder so gut wie gar keine Probleme gehabt. Auch natürlich habt ihr im Chronotest gesehen, wenn es mal ein bisschen kühler ist, Richtung Winter zu 5, 6 Grad draußen, dann funktioniert das Ding zum Beispiel mit dem Protech überhaupt nicht mehr, also gar nicht mehr. Mit dem Nimrod Red funktioniert es tadellos. Also hier ein bisschen abhängig je nach Gassorte. So, und dann möchte ich ebenfalls darauf eingehen, warum ich mit diesem Gassystem oder mit dieser Direktansteuerung bis jetzt noch nicht wirklich warm werde. Das ist zunächst mal der eine Punkt, dass das Abzugsgewicht je nach Gassorte oder nach Gasdruck entweder geringer oder höher ist. Bedeutet, habt ihr ein relativ starkes Gas drin, fahrt ihr zum Druckpunkt hin und müsst dann relativ stark reißen, bis der Schuss sich einmal löst. Nehmt ihr jetzt ein etwas schwächeres Gas, dann ist das Abzugsgewicht deutlich geringer. Also hier genauso wie bei der GHK Glock letztendlich das Abzugsgewicht variiert je nach Gassorte oder Gasdruck und entsprechend natürlich auch je nach Außentemperatur. Wie gesagt, bin ich bis jetzt noch kein Freund davon, und was ich euch auch angesprochen habe, ihr müsst schauen, dass ihr den Abzug immer an den Druckpunkt oder ans Ventil hinstellt und dann durchreißen. Also nicht langsam kommen lassen, dass irgendwie wie bei einer normalen Backup, dass dann irgendwie der Schuss bricht. Nein, das funktioniert nicht, denn wenn ihr den Abzug zu langsam ab dem Druckpunkt kommen lasst, dann öffnet das Gasventil zu wenig. Also dann hört ihr richtig so ein Tscht, und dann, wenn er durchzieht, macht es einen Flop. Es entweicht also zu wenig Gas, wenn ihr den Abzug langsam kommen lasst. Wie gesagt, Druckpunkt,
durchreißen. Dann läuft das Ding wirklich brachial. Und natürlich, ihr seht die ganze Zeit, ich will meinen Hammer lösen, aber das geht ja gar nicht. Also hier, wie gesagt, mit diesem Direktsystem oder Direktsystem aufs Ventil drauf über den Firing Pin, weiß ich nicht, werde ich aktuell noch nicht wirklich warm damit. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. So, nächster kleiner Neutralpunkt ist das Thema Magazin. Hier nichts Großartiges, Besonderes natürlich, 38, 39 Euro, wieder saumäßig teuer für so ein bisschen Zink, ist logisch, ist aber bei jeder GBB so. Warum ich hier einen Neutralpunkt gebe, ist einmal der Follower, bedeutet bei mir bei circa 16, 17 Magazinen ungefähr 3-mal vorgekommen, dass sich der Follower in der Mitte einmal verklemmt hatte. Bedeutet, er ist nicht mehr nachgekommen oder hat nicht mehr hochgedrückt und dann ist natürlich keine BB mehr rausgekommen. Bedeutet, man musste hergehen und musste dann einfach hier vorne mal kurz auf den Follower draufdrücken, damit er wieder reingesprungen ist in diese Führung sozusagen und dann hat das Magazin wieder gefeedet. Kann ich aber jetzt entsprechend nicht bestätigen, ob das ein allgemeines Problem ist oder ob das vielleicht jetzt nur bei dem Magazin der Fall ist. Dementsprechend gebe ich das Ganze einfach mal als Neutralpunkt. So, der letzte Neutralpunkt auf meiner Liste ist einmal Preis. Leistung stimmt, der Preis würde ich als neutral betrachten. 200 Euro mit der aktuellen Wirtschaftslage, finde ich, ist in Ordnung für die Koenig. Man muss aber natürlich auch ein bisschen bedenken, wir haben hier keine Glock-Lizenz, wir haben keine Heckler- und Koch-Lizenz, sondern letztendlich Koenig. Ist letztendlich vom Bekanntheitsgrad gerade bei uns nicht ganz so hoch eingestuft. Und das sind halt 200 Euro, wie gesagt, sind in Ordnung, aber hart an der Grenze. Hätten sie noch so eine RMR-Montage mit reingelegt, wäre es gut gewesen. Kleiner Spaß. Also wie gesagt, Preis passt soweit. So, jetzt habe ich einen Kritikpunkt und zwar ist auch nochmal vielleicht in Bezug auf die Effizienz und auf das System. Das ist einmal die Kälteempfindlichkeit. Bedeutet, auch hier habt ihr gesehen, wie gesagt, mit dem Protech-Gas, wenn es wirklich kalt ist, funktioniert das Ding überhaupt nicht. Und selbst wenn ihr das Nimrod Red Gas verwendet und ihr schießt mal ein kleines bisschen schneller und befüllt das Magazin umgehend erneut, dass also das Magazin relativ kalt ist, auch dann kann das System ein paar Probleme haben. Wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen schneller triggert, dann kann es immer wieder passieren, dass ein kleines bisschen zum Spritzen anfängt und dann die Effizienz relativ stark abfällt. Wie gesagt, dementsprechend nicht unbedingt bei Kälte überzeugen. Da ist selbstverständlich eine Marui oder sowas ist halt deutlich, deutlich besser. Selbstverständlich ist auch ein Kunststoffverschluss drauf, kein Alu. Also hier nicht unbedingt für kühlere Temperaturen geeignet, selbst mit dem Nimrod Red Gas. Das funktioniert irgendwie nicht so gut in der Backup. Okay Leute, aber zusammengefasst, wie gesagt, 200 Euro, mal was Exotisches, was Ausgefallenes, tolle Haptik, schön und auch von der Technik mal ein kleines bisschen was anderes. Je nachdem, wie ihr dieses Gassystem bewertet oder wie ihr einfach damit klarkommt, kann es ein sehr, sehr gutes Modell sein, kann unheimlich viel Spaß machen. Sie kann aber auch ein kleines bisschen zickig sein. So eine kleine Diva ein kleines bisschen. Also wie gesagt, Nimrod Red hat bis jetzt super funktioniert und dann läuft das Ding eigentlich echt problemlos. Gut Leute, das waren jetzt relativ viele Punkte, gerade in Bezug auf Gassystem, Gasausbeute, Cooldown-Anfälligkeit, Kälteempfindlichkeit, Gassorte, Gasdruck. Da möchte ich euch heute darum bitten, wenn ihr schon so eine Koenig zu Hause habt, das Ding schon 1-2 Mal gespielt habt, seid doch so gut und postet doch unten ins Kommentarfeld mal eure Meinung, eure Erfahrungen einmal rein. Denn dann sammeln wir einfach mal die Info und dann können sich Leute, die sich für dieses Modell einmal interessieren, können dann entsprechend nicht nur auf meine Meinung zurückgreifen, sondern eben auch auf eure. Wie gesagt, habt ihr keine Probleme mit dem Modell, läuft es vielleicht mit dem ein oder anderen Gas bei euch tadellos, dann wie gesagt, haut einfach eure Erfahrung einmal ins Kommentarfeld rein. Selbstverständlich, wenn ihr weitere Fragen zu dem Modell habt oder zu irgendeinem anderen Airsoft-Modell, ebenfalls Kommentarfeld nutzen. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Hat euch dieses Video gefallen? Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.